Der 7.5.2021. Ja, und das ist der wohl modernste, schönste, längste und tollste Bürstner, den ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man hier die Front sieht, und die Steffi ist hier zur rechten Seite. Hallo Steffi. Und hier ist Jeffrey Biermann, hi. Hallo, grüß dich Jeffrey. Wir haben schon einige Videos von Bürstner gefilmt. Du bist unglaublich begeistert von Bürstner? Genau, richtig, auf jeden Fall. So, ich zeige das mal gerade. Ist immer ein bisschen aufgeregt, der Jeffrey, so ist das. Aber ich tue dir doch nichts, ja. Wir haben tatsächlich, obwohl der Mercedes-Stern nicht drauf ist, ja, hier ist tatsächlich ein 417 CDI mit 170 PS drunter und der hat Euro 6D Temp und zwar echtes Euro 6D Temp. Ich will jetzt mal nicht zu sehr darauf eingehen, aber das ist von Mercedes-Benz eines der meistverkauften Fahrzeuge und was ganz wichtig ist, lieber Jeffrey, es ist ein Alco Tiefrahmen-Chassis drunter. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend als Doppelachser. Das heißt, eine Laufruhe, die Leute, die den haben, ich glaube, die fangen dir an, die Füße zu küssen, oder? Das auf jeden Fall, ja. Also hier brauchen wir wirklich keine Luftfederung nochmal zusätzlich oder anderweitige Sachen, um die Fahrkomfort, Stabilität zu bekommen. Das reicht vollkommen aus, ja. Ja, das Fahrverhalten ist wirklich wie ein PKW, das Geräuschverhalten ist wie ein PKW. Der hat so viel Power, dass dieses lange Fahrzeug, und ich kann es gleich mal zeigen, wenn du mal kurz mitkommst, Steffi, denn wir haben ihn von vorne gezeigt. Ich gehe mal vor. Geh mal vor, geh mal ganz nach vor. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld und der hat 8 Meter 91 Länge. Und wenn jetzt die Leute kommen werden sagen, was, 8,91 Meter? Das ist ja viel zu lang. Da komme ich ja auf keinen Campingplatz mehr rauf. Ich kann euch sagen, das ist gar kein Problem, weil die Länge gar nicht so schlimm ist. Es ist oft die Höhe ist das Problem. Das ist natürlich entscheidend, je nachdem, wie der Campingplatz gerade gestellt ist, Flächen von Gebäuden oder auch Bäume, kann es natürlich zum Problem kommen. Aber mit 3 Meter Höhe ist es natürlich auch hier kein Problem, den passenden Stellplatz perfekt finden zu können. Ja, wenn du mal kurz weggehst, dann zeige ich mal das Detail. Das ist er, der Tiefrahmen mit der, ich sag mal, Tandem, nicht Tandembereifung, der Doppelachse, die drauf ist. Und da muss man wirklich sagen, eine Doppelachse ist durch nichts zu ersetzen. Sehe ich genauso. Also vom Fahrkomfort besser geht es gar nicht. Gerade mit dem SLC-Chassis, was wir hier wirklich drunter sitzen haben, ist es ein vernünftiges Fahren. Ja, ihr habt schöne Felgen drauf gemacht. Das sind Palmo-Exklusivfelgen, die drauf sind. Die stehen im Auto unvorstellbar gut. Genau richtig. Wir haben uns gedacht, wir wollen hier schöne 18 Zoller in Schwarz drauf haben. Das gibt einfach noch ein bisschen mehr Kick bei dem Fahrzeug vom Optischen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. So. Ich finde es schick. Du findest es schick, Steffi? Ich finde es schick. Ja, jetzt müsst ihr das Auto kaufen, wie Steffi das schick findet. Ich finde es schick. So ist das. Das Güldene mit dem Schwarz, das passt einfach. So, ich zeig mal gerade, ihr habt Rockstar Exclusive, ja, ihr seid auch ein Veredler von Wohnmobilen, das kann man sagen. Das heißt also bei euch, zu euch kann man kommen, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte zum Beispiel das Polster in einer anderen Farbe haben, das würde gehen. Vollkommen richtig, ja. Also vom Leder in verschiedenen Optiken, Mustern oder Folierungen oder Lackierung, da sind wir da so individuell, das lässt eigentlich keinen Wunsch offen. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, kommen mal alle mit, dass wir das Fahrzeug gerade mal sehen von oben, denn ihr habt ihn schön voll gemacht, muss man sagen. Auf Wunsch auch gerne richtig mit Lithium, wenn der Kunde das haben möchte, das geht? Das auf jeden Fall, ja. Können wir umrüsten, genauso wie der Kunde sich das natürlich wünscht. Also wir haben ja eigentlich fast alles drin von dem, was man benötigt bei dem großen Fahrzeug. Hier fehlt es eigentlich kaum an Ausstattung. Es ist Understatement, muss man sagen. Also wenn man Bürstner kauft, sage ich mal so, dann erwarten die Leute ganz oft nicht, ich sag mal, dass man mit dem Liner kommt. Ganz vielen Leuten ist das gerade recht. Also wenn ich natürlich mit dem Morelo komme und so weiter, dann hat man immer so einen kleinen Touch. Das sind so die Reichen, die da sind. Auto kostet 149.900, ich glaube 499 oder irgendwas so rum, knapp 150.000 Euro. Das ist ja auch nicht gerade günstig, aber du kriegst ein irre Auto dafür. Das definitiv. Also hiermit haben wir definitiv eine Konkurrenz, die wir Richtung Morelo etc. sehen können. Also eigentlich das luxuriöseste, was Bürstner hier im Segment bietet, für einen super Preis. Ist der jetzt volle Hütte gerade? Der ist sozusagen volle Hütte, ja. Ja, das ist so. Also das bedeutet, ganz viele Sachen sind angewählt und hinten, ja, da hat Bürstner natürlich alles richtig gemacht. Erstmal die ganz neue Optik hier, das Heckdesign, was da ist. Bürstner ist drauf, der Mercedes-Benz-Stern ist drauf.
ich glaube, das ist ein Erfolgsmodell, ja. Das heißt, der Sprinter hier drunter, das steht den Leuten sehr gut. Haben wir auf jeden Fall lange darauf gewartet, dass da Mercedes drunter ist. Freut mich auch wirklich sehr. Also der Mercedes steht dem Elegance definitiv gut. Ja, Doppelachser heißt, das sind 5,5 Tonner hier? Das ist genau richtig, genau. Ja, das ist das Maximum übrigens, Steffi, was geht. Mehr geht im Moment nicht. Das ist der Mercedes-Stern. Ich kann ihn euch mal zeigen, für alle, die drauf stehen. Ich finde es auch toll, weil Mercedes hat etwas geschafft. Sie haben PKW-ähnliches Feeling gemacht. Also wir sind ja mitgefahren dort. Wir waren ja jetzt bei Carve in Holland. Die haben ja auch ein ganz großes Fahrzeug auf Mercedes-Benz. Bin das erste Mal Mercedes-Benz gefahren. Du hörst nichts. Ist echt der Hammer. PKW. Ja, also ich fahre auch total gerne Mercedes. Ich fahre zwar einen Golf, aber da merkt man doch schon immer den Unterschied. Aber mit dem... Nochmal, du fährst einen Golf, Ich fahre einen Golf, aber ich fahre auch gerne, wenn ich mit dem Mercedes fahre, dann merke ich den Fahrunterschied. Das hast du mir gar nicht gesagt, dass du nur einen Golf fährst. Nee? Sonst hätte ich dich nie eingeladen zum Dreh. Ich dachte, du fährst sowieso Mercedes. Ja, habe ich dich mehr manipuliert. Es sei dir Sieht aus wie eine vertragen. Mercedes-Fahrerin, oder was? Ja, Wertehalt ist das große Thema. Nee, es war Spaß, Steffi. Ich weiß. Ist alles gut. Tut mir leid. So. Aber es ist ja so, die Leute, ist das ein Thema Mercedes-Benz? Leute fragen danach? Ja, das kommt definitiv häufiger vor. Mercedes ist immer mehr im Kommen und auch im Fragen, gerade weil das 9 G-Tronic natürlich ein schönes automatisiertes Fahren bietet, wo dann wirklich oft nachgefragt wird. Ja, es ist eine echte Wandlerautomatik. Ja, es ist eine Wandlerautomatik drin. Das Ganze ist der absolute Wahnsinn, denn ihr habt also nicht nur hier, ich sag mal, ein ganz tolles Auto mit viel Ausstattung. Ihr habt auch, ich sag mal, das Maximale gewählt. Steffi ist irgendwas wieder am Kaputtmachen. Nein. Ich guck gleich. Ich guck gleich. Aber hast du gesehen, wie Jeffrey geguckt hat? So, Ich hab's nur gehört. Was macht sie da? Assistenzsysteme sind eingebaut hier? Sind mit drin, ja. Sind die originalen Assistent-Mercedes, die Mercedes vom Werk aus direkt mit anbietet, die sind hier mit drin, ja. So, Auto ist relativ neu, oder? Ist ein neues Modell, das 21er Modell, also der erste Elegance, der jetzt auf Mercedes rausgekommen ist. Vorher war er auf Fiat. Der kam wann raus bei euch? Hier in der Ausstellung? In der Ausstellung steht er jetzt circa seit 3 bis 4 Monaten. 3 bis 4 Monaten. Wir haben uns jetzt mal gesagt, komm, wir zeigen es mal, denn ich sag mal so Bürstner immer so ein kleines bisschen so ein Schattendasein geführt in der Größe, weil ich sag nur, ich habe den 747 ja gezeigt, ja, so ein Family-Auto, wer da die Verarbeitungsqualität und alles so ein bisschen kennt, die haben auch so eine einfache Linie. Das hier ist schon wirklich, das ist High-End. Das ist bei Bürstner definitiv High-End, ja. Sehr schön. Ja, mach mal auf, Steffi, dass wir das mal haben. Ich hab irgendwas wieder falsch rum gemacht, so dass es... Steffi ist übrigens unser Schlossmodel immer. Ja. Die kriegt nie die Schlösser auf. Wobei, es ist nicht ganz einfach. Es ist reine Übungssache. Es geht wirklich einfach. Ist in der Regel Übungssache tatsächlich, ist ja auch automatisiert, sprich über die Zentralverriegelung schließt es und öffnet. Ach, das ist das Zentralverriegel. Ist mit drin, ja. So, ich habe auch nur ein Schloss. Also das heißt, also wenn ich es aufmache, warte mal, ich habe hier gar kein Schloss, oder? Nee. Doch, Hier da an der vorne ist ein Seite Schloss nur, mit aber drin. hier selbst drin. Es geht aber auf mit dem Servo quasi. Gehen sämtliche Klappen auf oder nur hinten? Fahrertür, sprich auf der Fahrerseite, Aufbautür und die Heckgaragen auf beiden Seiten gehen über die Zentralverriegelung automatisch mit auf. So, wir gucken mal rein. Steffi, du darfst rein. Ich muss rein. Denn das ist eine wirklich große Garage. Wirklich groß. Bitte mal Lichter machen, Steffi. Warte mal, da. Knöpfchen. Boah, das ist aber grell. Gut, es soll ja auch hell Ich werde sein. direkt geblendet. So, andere Nee, Seite, nee. mach hinten ist auch noch ein Licht. Schau mal. Auf der rechten Seite hinten. Wenn man so lieb ist, schau mal an. Denn ich sag mal, es ist ja schon mal dunkel, wenn man jetzt Winterurlaub macht. Das geht mit dem Auto? Das geht auf jeden Fall mit dem Auto. Wir haben hier die alte Warmwasserheizung drin. Der alte ist drin. Ist eine alte Warmwasserheizung mit drin, ja. Mit einem 8,4 Liter Boiler, 3000 Watt Heizstab. Also definitiv ausreichend für den Winter. Gerade mit den Funktionsdoppelboden, den wir hier drin haben, ist eine echt klasse Isolierung dabei. So, Steffi, sag mal, was du siehst. Jetzt hier rechts oder was meinst du so allgemein? Nein, du hast gerade eben da so reingeguckt in diese Klappe und du konntest überhaupt nicht verstehen, was das ist, ja. Denn da ist was ganz Besonderes drin. Das wird uns gleich mal der Jeffrey erzählen. Man hat mich meinen Blick verraten. Ja, was ist das hier drin? Ja, wenn du was einfach ich- mal. irgendwas, was ich einklemmen kann. Steffi, sei mal so lieb. Ja. Und ich zeig mal, was das ist. Ich gehe jetzt mal da rein. Ich habe dich ja nicht ohne Grund reingeschickt, ja. Das sind so 3 Kassetten. Es ist wahrscheinlich ein Sirupspender, richtig? Ein Sirupspender? Ja, es könnten da so Sirupkartuschen könnten drin sein. Was ist das? Dass man da oder und so weiter, ist ein Sirupspender. Also
Also das da. ist ja kein Sirup, oder? Doch, das ist. Das Ich ist, werde mir immer veräppelt, aber was ist das denn? das ist Sirup. Da links ist Banane, in der Mitte ist Aprikose und rechts ist Erdbeer. Julian, komm, hilf mir. Julian, das ist eines der innovativsten Systeme, die man auch gezeigt hat. Jeffrey, ich habe mich entschuldigt. Die wir auch gezeigt haben auf dem Caravansalon, denn da wurde das Ganze erstmalig so richtig vorgestellt der Öffentlichkeit, jetzt ist es eingebaut. Das ist die Alternative zur Festtanktoilette. Das ist richtig. Wir haben hier das Indus-Toilettensystem von Tedford, das neue mit drin. Und diese Kartuschen gehen in der Regel dann einzeln drunter und sind sozusagen später für die Recyclung des Wassers, was später natürlich aufbereitet wird, wo wir wahrscheinlich nochmal näher drauf eingehen. So, und das Ganze ist so, du hast ja diese Kassettentoiletten gesehen, die wir gehabt haben, ja. So, und das bedeutet aber, je nachdem, alle 2 bis 3 Tage diese Kassette dann, und wir haben uns darüber unterhalten, haben auch gemeinschaftlich beschlossen, dass wir über das Thema Kaki und Pipi nicht so oft reden werden. Nicht mehr so intensiv. Also wir können schon darüber sprechen, aber nicht mehr so ausführlich. Nicht mehr so ausführlich. Trotzdem müssen wir es behandeln. Wenn du mir gerade mal die 3 Flaschen andersrum mal hinstellst, da sieht man hat A, B und C. Das eine ist Grey, das andere ist Flush und dann haben wir Black. So, Black für den Schwarzwasser. Wenn du nicht mal aufklärst, was ist was? Genau, also Black ist einmal für den Schwarzwassertank, in Klammern Fäkalientank. Flush haben wir einmal für den reinen Frischwassertank und den Grey, den haben wir für den Grauwassertank, den wir mit dabei haben. So, es geht darum, dass, ich sag mal, der Frischwassertank nicht keimt. Richtig? Genau, Es richtig. geht darum, dass Flush, dass also das Spülwasser schon vorbehandelt wird, dass zum Beispiel die Gummis geschmiert werden und so weiter, dass das gut riecht, dass auch das nicht keimt. Das ist also auch ein Thema. Und Grey? Und nee, Black haben wir noch. Ach so. Also Grey ist fürs Grauwasser, dass das also nicht umschlägt. Und du kannst dich vielleicht daran erinnern, dass du gestern gesagt hast, hier stinkt was. Weißt du noch, auf der einen Seite. Hier müffelt's ein bisschen. Hier müffelt's ein bisschen. Und das war das Grauwasser. Also das fängt dann irgendwann mal an, wenn man es drin lässt, ja so richtig umzuschlagen und kann richtig faulen. Das kann durchaus passieren, wenn man da kein Mittel zulegt oder das Wasser natürlich für längere Zeit brennen lässt oder sogar vergisst. Ja, das kann ja mal passieren, das ist so. So, das Ganze ist sehr sparsam und wie lange komme ich denn damit aus? Also ohne jetzt entleeren zu müssen oder was ist zu tun überhaupt? Also die Kartuschen, damit hat man circa 30 Tage. Dafür sind sie circa ausgelegt, genau. Die Autarkzeit des Fahrzeuges mit dem neuen Toilettensystem liegt in etwa bei 7 bis 7,5 Tage. Ist natürlich immer abhängig, welches Geschäft man wie oft und natürlich auch verrichtet, sage ich jetzt mal. Aber das ist so der Durchschnitt, der momentan von Tedford selbst angegeben wird. Preis von den 3 Stück ungefähr? Weißt du es? Nee. Aktuell noch nicht, also ist noch relativ neu, da werde ich die Preise noch bekommen. Falls da mal Interesse besteht, kann ich die natürlich dann freigeben. Beziehungsweise bekannt geben. So, das heißt, ich schraube die dann da rein, ist also kein Sirupspender, nicht trinken, Das war mir direkt liebe klar, Kinder. aber es ist ganz einfach, ne, der Deckel wird abgeschraubt, ich lege die Flasche hier rein und dann wird das Ganze runtergedrückt. Zack, Fertig, Ende Gelände. Ende Gelände, Ist genau. wahrscheinlich so. Ganz easy. Die haben das vorgestellt, das heißt, es ist eine Mischung. Ich komme also mit meinem System viel weiter. Du weißt ungefähr, wie es funktioniert, dass es länger funktioniert? Das ist richtig, genau. Also wenn wir jetzt, beziehungsweise inwiefern länger funktioniert bezüglich der Flaschen? Genau, wir haben jetzt 7, 8 Tage Autarkie hier drin. Richtig, genau. Genau, normalerweise bei einer normalen Kassette komme ich so 2, 3 Tage weit mit 2 Personen. Das ist so meine Erfahrung. Hier komme ich ja weiter. Warum komme ich weiter? Das liegt daran, dass wir hier 3 verschiedene Tanks haben in dem Fahrzeug. Wir haben einmal einen Frischwassertank mit 140 Liter Vermögen, einen Grauwassertank mit 110 Liter und einen Fäkalientank von 50 Litern. Man muss 50 Liter. Richtig, genau. Also Okay. man muss sich das so grob vorstellen, wenn ich meine erste Spüle sozusagen benutze, im Küchenbereich oder duschen gehe, wird natürlich das Frischwasser gezogen, geht nach Verbrauch dann in den Grauwassertank, wird dann mit der Substanz A sozusagen wieder aufbereitet und wird dann wiederum wiederverwendet für den Toilettengang. Ah, das heißt, das Grauwasser wird dann, nicht das Frischwasser wird zugeführt, sondern das Grauwasser. Das Grauwasser, genau. Und dadurch haben wir natürlich die längere Autarkzeit, da wir das Wasser sozusagen durch die Flüssigkeiten oder in Verbindung mit den Flüssigkeiten wieder recyceln. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, das Spülwasser ist praktisch wie zu Hause. Da gibt es ja so die Regentonne, die man dann nimmt, wo man nicht trinken sollte, aber zum ich sag mal, Klogang und so weiter ist es optimal. Das ist das gleiche Prinzip. So kann man sich das in etwa vorstellen, ja. Also das ist einfach das Geile daran, an dem neuen
neuen Toilettensystem. Deswegen bin ich davon stets begeistert. So, hier vorne sieht man die Konvektoren. Wenn wir gerade hier hin sind, hier hinter überall Konvektoren von Alde. Habe ich denn auch eine Fußbodenheizung hier drin? Eine Fußbodenerwärmung haben wir auch mit hier drin sozusagen. Das alles bis Fahrerhausbereich, Wohnraumbereich, natürlich auch inklusive der Heckgarage komplett mit erwärmt ist, dass keiner kalte Zehen bekommt. So ist es. Ich zeige es mal gerade hier oben. Ja, klar. Da ist jetzt auch so ein Konvektor. Die Frauen ganz besonders. So, wir gehen mal raus. Hunde. Also mein Hund liebt Fußbodenheizung. Der Hund liebt Fußbodenheizung. Steckdose? Hier haben wir noch eine 230 Volt Steckdose. Sorry, Steffi. Nicht schlimm, alles gut. Je nachdem, wofür man sie benutzen möchte, um zum Beispiel für den Elektrogrill, wenn man ihn draußen anschließen möchte, Fahrräder, E-Biker, Akkus, also die verschiedensten Möglichkeiten. Ja, komm, wir gehen mal raus, dann zeige ich mal so ein paar Details. Ja, Steffi? Ich schon ganz. Ein bisschen gestreckt. Sie ist unglaublich groß. Warte mal, Steffi. Ich wollte noch eine Sache zeigen, dass man das Ganze sieht. Sie ist wirklich sehr groß. Die Belastbarkeit ungefähr, sind wir da bei 300? Nee. Also wir liegen da irgendwo zwischen 150, 250 Kilo circa. Also das müsste man natürlich anhand der Achslasten dann nochmal genau nachrechnen, nachschauen, wie viel wir hier reinkriegen. Zuladung ungefähr, das ganze Auto? Zuladung haben wir natürlich bei 5,5 Tonnen ordentlich, also weit über eine Tonne circa. Weit über eine Tonne. Das heißt also, der Roller, der 120 Kilo wiegt, würde gehen. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, Achslasten beachten. Genau, richtig, ja. Aber ein Roller von der Größe her würde natürlich hier reinpassen. Oder die Person, die nicht artig war, die kommt natürlich auch hier rein. Also bei dem Platzverhältnis ist ja ordentlich Platz für alles. So, Kann auch schlafen. Mit einer Matratze. Ganz wichtig der Geruch. Ganz viele Leute kommen rein und beurteilen so ein Fahrzeug. Wie riecht das Fahrzeug? Wie ist der erste Eindruck? Du riechst nichts, oder? Also ich bin ja auch total der Geruchsmensch. In vielen Videos sage ich immer, das riecht hier gut oder ne, es riecht. Und es riecht total neutral. Also viele Fahrzeuge riechen ja sehr intensiv, auch neu. Ich mag das, aber man riecht hier nichts. Gar nichts. Der Boden, der drauf ist, das ist ein extrem belastbarer Boden. Das ist wahrscheinlich Sandwich drunter. Genau, richtig. Hat auch so eine leichte Körnung sozusagen. Das heißt, wenn man mit einer Hand drüber geht, ist es natürlich vorteilhaft, egal was wir drin haben, dass es nicht anfängt zu rutschen bei der Fahrt, bei Kurvenfahrten. Oder auch wenn wirklich mal irgendwie was drauffallen sollte, dass es einfach widerständig ist. Also ich habe so einen speziellen Gummiteppich, den habe ich mir besorgt, den lege ich immer rein, dass wenn mal was runterfällt, da passiert nichts beim Boden, aber es kann immer noch eine ganz kleine Macke reinkommen. Das ist ein belastbarer Boden. Also wenn du da drüber schrappst und so weiter, dann machst du eher die Finger kaputt oder die Fingernägel. Nochmal bitte. Mach mal. Gleich sind meine Nägel kaputt. Die Nagelstudios haben gerade zu. Wir haben gerade zu, genauso wie die Friseure. Das ist aber so wie dieses Tafel, ne? Das ist schon schlimm. Also das ist jetzt sehr, sehr belastbar. Dann ist ja alles natürlich auch so angelegt, dass kein Wasser eindringen kann. Das darf auch gar nicht. Klar, weder von der Preis, aber zum Beispiel ist hier alles abgeschrägt. Sollte Wasser dazwischen, und das sind jeweils 2 Dichtungen mit drin, die drin sind. Das heißt, es kann sogar eindringen. Es fließt dann um die Dichtung herum und fließt anschließend hier runter. Kann nichts passieren. Vollkommen richtig. Genau dafür ist es gemacht. Das ist ganz wichtig, weil viele Heckgaragen sind undicht im Laufe der Zeit. Habt ihr da Stress mit Bürstner, Undichtigkeiten? Es kommt immer mal wieder eine Undichtigkeit vor, aber in der Regel haben wir da sehr selten die Undichtigkeiten. Und falls doch, dann werden sie natürlich gut und super behoben. Also es könnte mal sein, dass zum Beispiel ein Ablauf zu ist. Das habe ich öfter schon mal gehört. Oder das Loch, was hier drin ist, die sind ja hier, die haben jeweils Löcher drin, siehst du da oben? Gut, das weiß der Jeffrey natürlich alles. Guck mal, hier oben sind, gut, Steffi, komm, ich zeig's dir unten. Du siehst wahrscheinlich gar nicht. Das kleine Loch da, siehst du es? Ja, ich sehe es. Genau, das sind Ablauflöcher. Ja. Die sind auch hier unten drin. Ja. Und man muss das auch mal reinigen. Also es kann passieren, wenn ich jetzt je nachdem, wo ich bin drin und ich merke, das läuft nicht ab, einfach mal mit ein bisschen Druck oben durchspülen. Mit ein bisschen habe ich schon mal gemacht und siehe da, das Wasser läuft wieder ab. Ist aber höchst selten. Also nur dann, wenn man wirklich in Bedingungen ist, ich sag mal, ich bin jetzt viel in Afrika unterwegs, Leute fahren ja auch dahin, viel Sand, das geht denn da rein. Habe ich aber noch nicht gehört. Oft sind sie Dichtungen. Richtig, genau. Also es kann immer mal wieder passieren, dass sich irgendwo was dazwischen setzt, dass es sich staut, dass es sich versucht, an irgendwelchen anderen Ecken dann rauszudrücken. Passieren kann es natürlich immer, das bleibt natürlich nie aus, ist natürlich nicht der Regelfall und sollte es auch nicht sein. Habt ihr ganz selten. Also es ist wirklich so, da ist weder die Regel, aber ich betone es nur, weil viele Leute sagen, so eine große Tür, die kann sich ja mal verziehen mit allen drum und dran. Ihr habt die Tür zweimal, auf der anderen Seite auch nochmal, gucken wir uns gleich mal an. Dann, ihr habt es eben mal rausgefahren. Es ist ja so die Anweisung bei der Markise, das ist ja jetzt ein riesen Oschi. Also wenn du hier drauf bist, das ist wahrscheinlich die längste Markise, die bauen. Was ist das für eine Markise, Hersteller? Hier haben wir die Thuleson-Markise mit knapp 6 Metern. Also wirklich ein ordentliches Gerät für ordentlich viel Platz, wenn man
im Sommer, bei Sonnenschein oder vielleicht auch bei Regen mal draußen sitzen möchte. Ist die elektrisch? Die wäre hier in dem Verhältnis manuell. Geht auch elektrisch auf Wunsch? Man könnte optional natürlich eine nachträgliche Umbaut vornehmen, sprich mit einem 12-Volt-Motor, dann kann man sie auch elektrisch machen. So, das Ganze ist aber, ich sag mal, mechanisch. Übrigens, meine Frage, auf die ich abzielte, ist, wie weit darf ich die denn auskurbeln, ohne dass, ich sag mal, Hersteller sagt ja oft immer nur so 1 Meter und dann müssen die Stützen irgendwie raus. Bin ich da ganz bei tatsächlich, weil sich natürlich der vordere Körper sozusagen auch irgendwann mal relativ nach unten neigt. Beziehungsweise natürlich auch mit der Tür verhadern kann, um einfach irgendwelche Defekte beziehungsweise Stellen, die kaputt gehen können, zu vermeiden. Würde ich natürlich immer empfehlen, wenn es über die 1 Meter hinausgeht, Stützen vernünftig ausfahren, stabil aufstellen und dann steht das Ding sicher. So ist es. Ja, ihr habt wirklich an vieles gedacht. Ihr könnt ja wählen, wie es ist. Das fühlt sich wie an? Glatt. Glatt, aber ich fühle hier das Gummi. Stark finde ich hier die Seitenwand, die ist hier lackiert. Das ist so ein Champagner Metallic, was drauf ist. Mit der Außenform Elegance ist drauf. Die Farbe finde ich toll. Die ist Elegance. Elegance. Sehr elegant. So, da Gas-Außenanschluss, denkt dran. 40 Millibar meistens, die drauf sind. Gibt es eine Grills für und das wird schon nachgefragt, oder? Gas-Außenanschluss? Wird öfters immer mehr nachgefragt, kommt auch immer mehr und auch bei Fahrzeugen, die es noch nicht haben, rüsten wir es immer häufiger nach. So, dann daneben, die Dose kennst du schon. Mach mal bitte zu, Steffi. Und dann machen wir mal die TV-Dose auf. Das ist aber keine TV-Dose. Man kann da TV anschließen, wenn man will, aber ich würde die immer benutzen als Stromsteckdose. Vollkommen richtig. Wir haben ja mal links den 230-Volt-Anschluss. Sprich, wenn wir draußen oder am Campingplatz irgendwo 230 Volt am Fahrzeug angeschlossen haben, können wir hier super gut unseren Strom ziehen. Oder wenn wir mal autark stehen, sprich ohne 230 Volt Außenstrom, können wir hier natürlich auch den Mini 12 Volt USB-Anschluss nehmen. Sollte es natürlich doch mal dazu kommen, dass wir einspeisen möchten oder ausspeisen möchten, können wir das natürlich auch hier über die SAT-Eingänge machen. Man müsste sie dann nur vernünftig anschließen und freilegen. Das heißt, ich muss also kein Stromkabel durchs Fenster legen, bloß weil ich dann Fernsehen gucken will oder Radio hören oder mein Elektrogrill zum Beispiel betreiben kann. Also einige Leute stellen ja einen Elektrogrill raus, geht ja, das ist möglich. Ja, Aufbautür, gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen mal kurz drum rum, dass wir das Ganze mal sehen. Beplankung mit dabei, Mercedes-Benz. Ich kann euch schon mal ein kleines Sneak-Preview geben auf den Innenraum, denn ein Sneak Peek, das ist die Stromanspeisung. Ich habe gerade so gedacht, deswegen habe ich geguckt, ich höre dem Jeffrey total gerne zu. Also du hast eine so angenehme Stimme. Ja, es ist ja mal ein schönes Feedback. Also ja, das auf jeden Fall. Auch ein Reisemobil abkaufen. Du kannst was der Jeffrey oft macht, er sagt definitiv, ja, das ist so. Und du sagst in letzter Zeit schon weniger. Viele haben drunter geschrieben, definitiv, haben auch gezählt, wie oft. Das ist aber so, man ist schon aufgeregt bei so einem Dreh, oder? Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, auch immer natürlich nervös, dass man vielleicht hier und da mal einen Fehler macht, vielleicht auch falsche Aussagen trifft auf die Schnelle. Aber tatsächlich habe ich das Video verfolgt und habe die Kommentare mitgelesen und habe wirklich gemerkt durch die Nervosität, dass ich das Wort mehrfach genutzt habe. Welches? Definitiv. Also alle, die dich kennen, werden jetzt böse gucken, werden sagen, schade, wir können gar nicht mehr erzählen. Du machst es echt super. Dein Alter? Ich bin 25 Jahre alt. Ja, du bist wie lange schon dabei? 4 Jahre bin ich jetzt in der Firma und auch 4 Jahre in der Branche tätig. So. Warum Palmo? Das heißt, du bist ja, ich sag mal, so wie ich dich kenne, so dein Haarschnitt mit allen drum und dran, du bist ein ordentlicher Mensch. So bist du auch erzogen worden, nehme ich an. Nee, wirklich. Also das heißt, du kümmerst dich drum. Ist das hier gut, ein Reisemobil zu kaufen, deiner Meinung nach? Ich will es definitiv empfehlen, klar. Sehr schön. Da sieht man, da hätte jetzt noch ein Stern Platz. Ich glaube, bei eBay Kleinanzeigen gibt es noch Sterne, muss man aber nicht machen. Ich würde da so einen kleinen drauf machen, denn es ist wirklich toll. Mercedes-Benz hier drunter. Und wenn wir das Ganze mal angucken, Farbe gibt es nur in der Farbe? Wir haben 3 Möglichkeiten, weiß, Silber oder in den Champagnerton. Also da ist für jeder Mann was dabei. So, Steffi, deine Farbe? Ich würde Champagner nehmen. Ja. Ich würde... Weiß hat jeder, ne? Also ich finde, mit so einem Fahrzeug muss man auch ein bisschen auffallen. Was hat ja, also ich würde auch irgendwas noch drauf machen lassen, folieren. Drauf? Echt? An der Seite. Kannst du bei Palmo, wir haben ja eben die Foliere gezeigt, die da waren, kannst du bestellen, kannst du dir die Oma drauf machen, den Opa? Ich kann auch ein Logo drauf folieren. Oder dein Ex-Mann. Nee. War ein Scherz. Nein, ich nehme das zurück. So, dann hier vorne Fahrerassistenzsysteme. Wir haben darüber gesprochen. Also es sind überall Fahrerassistenzsysteme verbaut. Unter anderem habe ich jetzt hier ein Radar mit drin.
Das misst den Abstand zum Vordermann, was unten drauf ist. Das bedeutet, wir haben ein Abstandstempomat hier drin. Notbremse wahrscheinlich auch. Genau, richtig. Ist auch mit drin. Also wir haben das Distronic mit dem 9G Automatikgetriebe verbunden. Also wenn wir den Abstandstempomat einschalten, rollen lassen, losfahren und das Fahrzeug regelt in erster Linie fast alles selber. So, hier sehe ich, Heller ist mit eingebaut. Lichtanlage, du weißt, was drin ist? Wir haben hier die LED-Scheinwerfer im Frontbereich und die leuchten natürlich auch von Heller. Also wirklich eine bekannte und gute Marke, die hier perfekt zupasst. Ja, Tagfahrlicht. Du hast einen Schlüssel, mach mal an, dass wir mal die DNA sehen. Ja, klar. Kann auch sein. Du brauchst den Motor eigentlich nicht starten, sondern nur mal das Lichtdesign mal ganz kurz sehen. Nicht, dass die Kollegen an Kohlenmonoxidvergiftung, wobei das ist so ein Riesenraum hier drin. Ich kann euch gleich mal den Showroom zeigen von Palmo. Ja, da ist es. Und nun einmal Tagfahrlicht. Der hat nämlich so ein tolles Tagfahrlicht, dass wir jetzt die Nachtschaltung noch nicht. Es kann aber sein, ja, da haben wir es. Das ist das Tagfahrlicht. Sehr schick. Vielen Dank. Dankeschön. So, das ist so ein kleines bisschen so das Lichtdesign, was dabei rauskam. Haben sich natürlich viele Leute viele Gedanken gemacht. Ich sag mal so, Bürstner hat ja unglaublich viele Autos, so, ich sag mal im Bereich so 3,5 Tonnen, haben wir darüber berichtet, der Liseo und so weiter und so fort. Habt ihr Leute, die einen kleineren haben und Bürstner lieben und sagen, das wäre jetzt vielleicht meiner? Also es sind häufiger Kunden jetzt wirklich hier bei uns in der Ausstellungshalle gewesen, die dann schlagartig nach links geschaut haben und den Elegance gesehen haben und natürlich sofort angetan waren, reingegangen waren und gesagt haben, wenn unser letztes Reisemobil kommt, dann wird es auf jeden Fall dieser. Das letzte? Ach so, die waren ein bisschen älter. Waren in dem Verhältnis ein bisschen älter, das ist richtig. Es sind auch sehr viele etwas jüngere Menschen, sage ich jetzt mal da, die natürlich momentan stets Interesse an so welchen Fahrzeugen haben, gerade wie der Bürstner Elegance, ob mit Queensbett oder mit Einzelbetten. Ja gut, 150.000 € ist natürlich eine Ansage, muss man erstmal haben. Viele junge Leute, gerade wenn die Familie da ist, also geht. Aber oft sind es erfahrene Camper oder habt ihr viele neue Camper im Moment? In der jetzigen Situation, gerade durch natürlich auch die aktuelle Lage, sind natürlich auch sehr viele neue Camper jetzt hier bei uns gewesen, die natürlich sich auch für den Kauf entschieden haben und es natürlich gerne mal ausprobieren möchten und natürlich auch den Urlaub in Deutschland oder auch im Ausland mit dem Reisemobil natürlich jetzt genießen möchten. Ja, mach mal auf. Ich nehme an, weil es so tief ist, da könnte Gas drin sein, ich weiß es aber nicht. Das hier? Ja. Das ist richtig, ja. So, okay. Das ist so, das ist natürlich nicht mit der Zentralverriegelung, selbst bei mir nicht. Es gibt 3 Klappen, die nicht zentral verriegelt sind. Ja, da sollen ja auch keine Kinder spielen am Campingplatz, wenn das auf ist. Na, es geht nicht ganz, aber ich kann reingucken. Könnte, nee, geht nicht. So, und da sieht man, ich habe 2 Gasflaschen drin. Guck mal gerade. Auf Wunsch auch mit Duo-Control, wenn man möchte. Die CPU ist bereits schon mit drin. Das heißt, wir können hier wirklich 2 11 Kilo Gasflaschen reinstellen, anschließen und haben dann die automatische Gasumschaltanlage inklusive dem Crashsensor mit dabei. Die ist schon drin? Die ist hier schon mit drin, ja, genau, richtig. Tipp ist auch hier, es passiert mir ab und zu mal, ich komme an, Gas ist aus, kann mal passieren, harte Landung auf irgendeiner, ich sag mal, Bodenwelle, dann einfach reindrücken, da gibt es so einen kleinen Taster, passiert nicht viel. Ist eine Sicherung drin? Genau, richtig, ja. Ist also eine automatische Sicherung mit drin. Sollte hier irgendwas passieren, macht er die Sicherung sofort dicht und es kann nirgendwo nochmal Gas austreten. Das ist der Vorteil. Der hat ja eine Alde drin. Das heißt, ich nehme an, das Fahrzeug hat auch einen Wärmetauscher. Das heißt, während der Fahrt wird er dann durch die Motorwärme beheizt? Genau, richtig. Den kann man separat noch mit anschalten, dass es hier einmal mit vorgewärmt wird. Bei der Fahrt auch. Die ist mit dabei. So, Außendusche habt ihr Steffi eben schon entdeckt. Mit warmem und kaltem Wasser. Also die Hunde werden es lieben, wenn du mal drauf bist. Aber nicht für die Hunde, aber ich habe es ganz oft benutzt. Was ist hier drunter, unter der Klappe? Hier kommen wir super gut in den Stauraum rein. Der hat einen Doppelboden. Der hat einen Doppelboden. Der hat einen Doppelboden. Aber einen ganz schön ordentlichen. So, das heißt, keine kalten Füße mehr auch. Das heißt, also der Boden wird erwärmt, Fußbodenheizung mit drin. Der ist vollkommen winterfest, richtig? Also hier können wir definitiv Ganzjahrescamping machen. Da war schon wieder das Wort. Ist nicht schlimm. Aber wir sind hier wirklich doppelt geschützt, gerade durch den Funktionsboden mit der Fußbodenerwärmung mit drin. Haben wir ein super Staufach, um noch andere weitige Tische, Stühle hier unterzubringen. Und die Füße bleiben auch bei kälteren Jahrestagen warm.
Das ist richtig toll. Also Doppelboden habe ich jetzt gar nicht erwartet, weil das ja ein Tiefrahmenchassis ist. Super viel Platz hast du nicht, muss ich sagen. Aber wenn du mal gerade mit der Hand mal so, oder ich sag mal, da ist fast so ein Ellenbogen davor, dass man das ungefähr mal sieht, wie hoch der Doppelboden ist. Genau, dass man mal so einen Vergleich hat. Es ist schon so ein Unterarm fast hoch. Und die genauen Maße schreibe ich euch noch mal rein, dass ihr das Ganze seht. Aber ich bin jetzt schon begeistert. Hier sieht man auch, wie schön das alles Kälte- und Wärme isoliert ist hier oben. Also das ja keine Wärme hier, ist ja auch eine Kältebrücke, die mit drin ist. Also ein spezielles, nicht verrottbarer Sandwichboden mit drin. Der wird mit angedrückt, mit Gasdruckfedern. Also ich bin ganz beeindruckt davon, wie Bürstner das gelöst hat. Also hat gar nichts mehr zu tun. Also nicht, dass vorher schlecht war, aber ein ganz neuer Level. Gut, ist auch Mercedes, erwarten die Leute mehr? Auf jeden Fall. Also ich persönlich muss auch dazu stimmen, es ist ein anderes Level und es ist das perfekte Level, was wir hier erreicht haben oder was Bürstner natürlich hier erreicht hat mit dem Elegance. Also hier haben wir ein Fahrzeug, was alles hat, was man wirklich benötigt. Schön. Ja, mach mal zu, bitte. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Ja, du wirst also, ich sag mal so, Bürstner oft so ein kleines bisschen Entry-Level, aber das hat sich komplett gewandelt. Die Leute verlangen immer mehr, gut 150.000 Euro. Der geht ungefähr wo los, weil der hat ja doch sehr viele Extras hier im Moment. Ungefähr wo geht's los bei dem Fahrzeug? Also wir sind hier bei ca. 130, 135, wo wir starten im Grundpreis. Und dann kommt es natürlich je nachdem, welche Ausstattung hinzugefügt wird, zwischen 150, 160, da kann man schon hinkommen. So, ihr habt eine große Sattanlage drauf gemacht. Das ganze Fahrzeug steht hier in Bielefeld. Die Stadt, die es nicht gibt. Es ist so, aber sie gibt's und das ist definitiv so. Du bist ja aus Bielefeld? Ich komme selbst hier aus Bielefeld, ja. Ja, was spricht für Bielefeld? Uni? Habt ihr eine Uni hier? Wir haben ja auch eine relativ große Universität. Also für Bielefeld spricht natürlich nicht nur die Universität, Fußballverein, also DSC Arminia Bielefeld natürlich auch oder natürlich auch unsere Sparrenburg. Also wir haben in Bielefeld einiges, auch wenn es die Stadt natürlich nicht geben sollte. Gut, das heißt aber auch, wenn ich... noch nie gehört. Es gibt da eine Anekdote, das kann ich dir mal erzählen. Also es gab mal so einen Hawks, erklär mal, was war das? Also tatsächlich gab es hier die Verschwörung, dass es Bielefeld nicht gab. Nach Angaben, ob es stimmt, ist eine andere Frage. War es wohl ein Mythos von der Universität, der hier freigegeben worden ist von ein paar Schülern. Aber ob das wirklich so ist, das weiß keiner. Das war irgendwie, glaube ich, Ich glaube, ich bin heute in Bielefeld. Also die Stadt gibt's. Ja, ich glaube, es war eine Autobahnabfahrt, die es nicht gab und irgendwelche Amis haben dann gesagt, die gibt es gar nicht und die ist nicht da und das hat sich dann aber so transportiert. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, kannst du nachlesen, warum das so war. Gib mal einfach mal Bielefeld in Wikipedia ein, da gibt es so einen Sondereintrag. Gibt's ganz ein Running Gag und natürlich bei 1 Live, Olli Briesch, immer einmal im Jahr gibt es immer zu Bielefeld, wenn das irgendwo dann vorkommt, wird es oft dann auch noch mal kurz nachgelassen. Aber die Bielefelder sind nett? Die Bielefelder sind auf jeden Fall nett. Also alle? Definitiv alle. Natürlich haben wir auch Ausnahmen, nein. Aber es sind wirklich alle Bielefelder nett. Also sind Sie natürlich immer gerne herzlich willkommen und werden natürlich die Nettigkeit sehen. Alle Bielefelder sind Also die ich bis jetzt kennengelernt habe, die Bielefelder, die waren auch alle nett. So, und jetzt werden die Leute schreien, ey, halt endlich deinen Mund, geh in den Innenraum, geh nicht über los, zieh keine 4.000 Euro ein. Er will's rein, das machen wir jetzt mal, bevor wir uns so eine... Ja, ich bin's ja schuld. Rückfahrkamera haben wir gesehen und das ist das Fahrzeug. Also von der Länge her, wir liegen 8,90 Meter, was hat der? 8,91 Meter Fahrzeuglänge haben wir hier. 8,91 Meter. Übrigens, Überhang ganz klein. Das heißt also nicht wie bei vielen anderen in der Länge, wo du einen riesen Überhang hast, ist aber auch der Doppelachse geschuldet und Fahrkomfort. Ich bin's gefahren, allerdings mit dem Cabrio muss ich sagen, ist das gleiche Fahrgestell. Der Motor hat so viel Power, das brauchst du nur anzutippen, dann fährt er. Also ist echt so. Ist echt so, kann man nichts gegen sagen, ja. Also unglaublich tolles Fahrzeug. Und drinnen, geh mal rein, Steffi. Du warst jetzt mal noch nicht drin, weil wir haben die, Vorsicht, den Kopf. Ich war bis jetzt noch nicht drin. Manchmal gehe ich vorher rein, aber wow. So, du wirst gleich mal was sehen, wenn du mal auf den Fernseher blickst. Ich war schon drin, was läuft da gerade? Kamin. Das Kaminfeuer kriege ich auf Wunsch mit? Das kriegen Sie selbstverständlich mit, klar. Bürstner, von euch? Das ist von uns und verkörpert natürlich super das, was Bürstner verkörpert, der Wohnfühlfaktor in den Bürstner Reisemobilen. Ja, hier vorne sieht man auch, das ist
nochmal so ein Ablageeimer. Da könnte man jetzt auch eine Tüte reinstecken für zum Beispiel gelben Müll oder sowas, den man reinmacht. Aber man könnte aber auch viel mehr reinmachen. Was zum Beispiel? Gut, anstatt jetzt die Tüten könnte man für den Müll natürlich auch anderweitige Gegenstände reinnehmen, die man schnell braucht. Kleiner Regenschirm, Schlappen, Schuhe. Also die kann man natürlich flexibel verwenden hier. So, dann sind hier nochmal 2 kleine Ablagen. Hier kann ich den Schlüssel zum Beispiel reinlegen, den ich direkt brauche, wenn er griffbereit sein soll. Oder auch andere Dinge. Die Tür, die Aufbautür ist sehr breit. Also habe ich schon viel schmaler gesehen, muss ich sagen. Geht immer breiter, aber das ist schon fast eine XL-Variante. Das ist tatsächlich sogar die XL-Variante vom Bürstner, die Aufbautür Premium XL, also wirklich die Breite mit Fenster, Verdunklung, Abfallsammler, Homelight, Ladestation und natürlich auch die Zentralverriegelung. Was? Homelight Ladestation? Die Homelight Ladestation für die Homelights, die Bürstner ein bisschen. Die kleinen Lampen, die hatten wir im Video von dem 644 mit dabei. Echt, das waren die kleinen. Die kann man hier laden? Die kann man auch hier mit laden, ist jetzt bei den Bürstnern auch im Eingangsbereich der Türen zu laden, wenn man sie mal schnell braucht. Da haben wir hier in der Regel das obere Fach. Das ist Hast du eine da gerade? Irgendwo? Hier, kleine. Zeig mal. Vorsicht, dein Kopf. Weil der Fernseher. Ich habe mich einfach schon mal hier hingesetzt. Ich habe nur gerade mal gezählt, wann der erste gegenkommt. Oh, stark. Du verschaust drehen gerade den mal Fernseher. gerade rein. Wir zeigen aber gleich nochmal, wie das geht, gell? So. Das ist eine Homelight. Da haben wir mal die Homelight, also die berühmte Homelight vom Bürstner, die Lampe, die wir nutzen können. Drin haben wir auch gleich eine, die funktionstüchtig ist, dass man das einfach mal sehen kann, in welchen verschiedenen Möglichkeiten wir die nutzen können. Und wir haben hier dann wirklich die Docking Station. Du stellst das Ding einfach noch rein, induktiv wird geladen? Richtig, genau. Sobald das rote Licht leuchtet, lädt es und wird per Magnet sozusagen super gehalten, dass es nicht hin und her wackelt. So, und das ist auch, kommt da unten rein. Das kann ich entweder als Taschenlampe benutzen oder ich kann richtig helle Taschenlampe, kann die auch mitnehmen, kann die unten am Griff dann anfassen. Wenn du mal gerade unten mal kurz am Boden leuchtest, dass man mal sieht, also ist ja jetzt relativ hell hier, wir leuchten auf dem Boden und das ist richtig hell. So, wenn man das rauszieht, habe ich sogar noch einen Griff. Das heißt, ich könnte das so unten anfassen, wenn es mal gerade umschließt, diesen Griff. Genau, und kann das jetzt hier rausfahren. Könnte es zum Beispiel mitnehmen, abends mal, wenn ich einen Gang zur Toilette mache. So, dass ich den Weg natürlich auch finde und nirgendwo gegenkomme. Könnte es natürlich als auch Tischlampe nutzen. Kann es natürlich auch dämmen, je nachdem. Ach, dimmen kann man es auch? Dimmen kann man es natürlich auch, ja. Und die neuen können wir auch wirklich mit einem schönen USB-C laden. So brauchen wir nicht immer die Dockingstation, wenn sie mal nicht gerade am Mann ist. Also das ist ja genial. Also das ist eine Sache, die kann man nachkaufen. Sollte sie mal kaputt gehen, abhanden kommen, gibt es im Zubehör? Gibt es im Zubehör vom Bürstner, ja. Ist wahrscheinlich sündhaft teuer oder geht's? Das geht vollkommen. Also wir liegen hier zwischen um die 90 € circa. Kann man dann auf der originalen Seite. Ist ja auch ein Designelement, ist integriert und alles, was integriert ist, nutzt man auch. Das heißt, du hast immer deinen Platz für die Lampe. Toll, du kannst sie mit rausnehmen, kannst sie auf den Tisch stellen, und alle werden kommen, werden sagen, ich will auch eine, wie Name nochmal? Homelight, Bürstner Homelight. Bürstner Homelight. Ja, es gefällt dir auch sowas, oder? Ja, mir gefällt sowas. So Design und kleine Teile, das gefällt mir alles. Ich bin ja eher ich bin eine Frau, ne? Also alles, was mit Technik zu tun hat, das ist nicht so meins, aber alles, was jetzt hier zum Thema Gemütlichkeit, Kochen, Design, das ist dann doch so meins. Ich bin ein Gefühlsmensch. Was sagt dein Gefühl? Mein Gefühl sagt, very nice. Also mein Gefühl sagt, ich fühle mich hier wie zu Hause. Also es ist wirklich so. Home steht drauf. Man kommt rein und fühlt sich wohl. Ist so, macht aber auch wirklich, ich sag mal, bei vielen Wohnmobilen hast du ja der klassische Grundriss, nichts dagegen, aber dann ist hier, du kennst es doch, ja, hier ist eine kleine Sitzbank, dann hast du hier erstmal gar keinen Platz, gut, wir haben ja 9 Meter Länge, dann ist hier die Rundsitzgruppe, wo du dich reinquetschen musst, ja, dann hast du keinen Blick durchs ganze Wohnmobil, das heißt also auch die Blickrichtung ist immer versperrt, ist total nervig. Hier hast du das Gefühl, du kannst drin tanzen, oder? Sehe ich genauso. Wir haben einen super schön offenen Raum, wenn wir reinkommen. Wir können zentral sofort zur Küche gehen, sofort in den Backbereich oder einfach uns wirklich hier vorne in der Sitzgruppe niederlassen und uns einfach gut gehen lassen. Sag mal, ist das wirklich noch Bürstner hier? Weil das ist alles so, guck dir mal hier die Verarbeitung an, das Ganze. Da haben sie echt Mühe gegeben. Das ist richtig toll geworden. Das ist zu 100% Bürstner. Also da hat Bürstner definitiv oder auf jeden Fall besser gesagt das Wohnfühlen verkörpert und auch wirklich gut dargestellt. So, und das war Nummer. Und es ist gemütlich. Also die Sitzpolster sind wirklich sehr gemütlich. Und hochwertig. Also nicht so. Genau. Nicht so. Man sieht das hier, ne, wie das Ganze verarbeitet ist und das glitzert auch hier so ein bisschen. Nee, gefällt mir gut.
Also das hier, die Einfassung der Fenster von Dometic ist natürlich sehr schön gelöst. Das heißt, ihr habt das Ganze hier mit so einem glitzernden Rahmen gemacht. Also müsst ihr im Original sehen, ist noch viel schöner. Was aber enorm ist hier, du kennst das, Steffi, ist sie heute Abend, du bist in welchem Reisemobil, weißt du es zufällig? Nee, sag ich jetzt nicht. Wenn wir das zeigen, dann bin ich ja schon wieder weg, ne? Genau, Wo bin ich? Nummer 3, was ist das für einer? Warte mal, wenn du mal liest, was draufsteht. Ich will auf eine Sache hinaus. Steht nichts drauf. Es ist wahrscheinlich eine Truma-Heizung drin, eine 4 oder eine 6, eine Kombi drin. Und das System ist ganz anders. Hier mollige Wärme ohne Konvektion von Luft, die durch einen Ventilator gepresst wird, sondern alles, was hier praktisch läuft, ist wie zu Hause. Das heißt, die aufsteigende Luft, die Konvektion ist ohne Ventilator. Genau, richtig. Also das muss man sich so vorstellen, als wäre man jetzt in seinem eigenen Raum, Zimmer, Wohnzimmer, wo wir die Heizkörper stehen haben. Die Wärme, die daraus kommt, ist vergleichbar wie die alte Warmwasserheizung. Anders natürlich als bei der Umluftheizung, wo sie aus verschiedenen Schächten im Fahrzeug rausgepustet wird. Das ist der Unterschied. Allergiker haben auch einen Vorteil natürlich. Also ich sag mal, so das ganze Rumwirbeln mit allem drum und dran ist dann erheblich weniger. Aber die Qualität der Heizung, also dieses mollige, warme Gefühl, du hast wie zu Hause. Ich kenne das nämlich immer, weil nichts gegen Truma, aber wenn jetzt kalt ist, es ist Winter, du hast immer kalte Füße. Es sei denn, du hast eine elektrische Fußbodenheizung drin und das weißt du selber, die schluckt dann 30, 40, 50, 60 Watt. Die will man denn gar nicht anmachen, wenn man autark steht, ja. Also bei dem Bürstner Elegance würde ich niemals auf die alte Warmwasserheizung natürlich verzichten. Es gibt ohne. Nee. Also es gibt ein Paket, das Winterpaket sozusagen, das den Zusatzwärmer, Wasserboiler mit da drin hat sozusagen, aber serienmäßig ist schon die alte Warmwasserheizung hier drin. Aber auch hier würde ich natürlich immer das Winterpaket mit dazu nehmen. Dann sind wir einfach all-inclusive mit allem abgesichert, was wir für den Winter brauchen. Ist es hier drin? Ist mit hier drin, ja. So, Cockpit. So, Lederfarben, kann ich hier wählen? Auch hier haben wir verschiedene Optionen, ob jetzt Teilleder mit Stoff oder Komplettleder in Braun, Komplettleder in einem etwas helleren Weißton. Auch da haben wir die Farbmöglichkeiten zum Wählen. Auch das ist sehr, sehr gemütlich. Gemütlich? Mhm, total. Guck So. mal, wie schnell das jetzt ging. Das ist so ein bisschen, wir haben es mal getestet, die Lümmelposition. Die Lümmelposition, sehr schön. Ja, das ist ja der Sprinter hat einen großen Vorteil. Er ist nicht so breit. Das heißt also, du hast jetzt hier eine Breite 2,40 Meter. Was hat er? 2,35? 2,32 Meter haben wir an Fahrzeugbreite. So, und das ist, wenn man sich auskennt, das sind zwar nur 8 Zentimeter weniger wie bei mir, aber viele fühlen sich unglaublich wohl, wenn es nicht so breit ist. Also Thema Baustelle, Durchkommen und so weiter. Wie haben die das geschafft, dieses Raumgefühl auf 2,32? Das müssen wir Bürster natürlich persönlich fragen. Da habe ich jetzt so ad hoc natürlich keine Antwort. Ich zeige das mal. Guckt euch mal diesen Raum an. Es sind nur 2,32 Meter. Geoffrey, wenn dich mal gerade neben die Steffi setzt, dass man mal so euch mal als Statisten mal benutzt, was da ist. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Das ist noch lange nicht alles. Der Raum, der baut sich hier auf. Die Blickeachse von ganz hinten bis ganz vorne durchgehend. Ich kann also vom Queensbett, was ich hier habe, so viel kann ich schon mal verraten, was drin ist. Und das empfinde ich als beste Bettform aller Zeiten, das Queensbett, wenn man dann, ich sag mal, sich lieb hat. Ansonsten geht es ab ins Hubbett, das ist ja auch noch da kommen wir gleich mal drauf. Aber dieses Raumgefühl hier, guck mal hier, Face-to-Face bedeutet, ich habe 2 richtige Sofas mit drin. Also nicht nur, ich sag mal, irgendwas Unfunktioniertes, sondern 2 richtig große Sofas und auf dem einen Sofa, Steffi, kann man sogar ein Nickerchen machen, wenn man die Polster wegnimmt. Dann hat man so viel Platz, dass ich mal eben so, ich sag mal, vielleicht ein Weinchen am Nachmittag, da ein bisschen wegknacken. Also das geht. Also von der Größe der Couch hier oder der Sitzecke könnte ich mich da locker reinlegen. Es gibt ja auch einen Trick. Also lange Leute können ja ihre Beine auf den Sitz legen. Also wenn man ein bisschen herjuckelt, dann kann man den Sitz noch weiter drehen und da kommen die Beine drauf. Ich würde dich mal bitten, dass du mal bitte Platz nimmst in dieser Position, dass du dich mal so in die Ecke knallst, weil das war beim letzten Mal schon so dein Lieblingsplatz. Ist das angenehm? Total angenehm. Da kann man auch, das Schöne ist, wenn man noch was arbeiten möchte, man hat jetzt, ich sag mal, hinten noch einen Laptop drauf, auf dem ich bin angeschnallt. Das kann man machen, denn man kann dort richtig sitzen. Da sind also zugelassene Anschnallplätze, auf jeder Seite, glaube ich, einer. Genau, richtig. Also wir haben rechts und links jeweils einen vernünftig vollen funktionsfähigen Sitz.
Auch schön mit einem Alcantara-Bezug, also keine Umbauten, die wir großartig durchführen müssen. Geht schnell und ist echt klasse später für den Fahrkomfort. Ja, das zeigen wir gleich mal, denn viele, die diese Fahrzeuge kaufen, haben das Hubbett nur als reine Option. Das heißt, die nutzen es nicht jeden Tag. Es ist natürlich auch ganz toll für Familien, muss man auch schon sagen. Aber es sind doch viele, die kaufen das zu zweit. Ich sag mal, haben die Option denn für noch jemand, der mitfährt oder sogar zwei? Aber ich sag mal, wenn man es nicht braucht, kann man dieses Sofa, was man hat, einfach so lassen, wie es ist, oder? So wie es jetzt ist, so könnte man es dann lassen, wenn wirklich nur zu zweit gefahren wird, was natürlich überwiegend der Fall ist. Aber wenn es dann doch mal dazu kommen soll, dass man zu viert fährt, dann kommt das Hubbett ins Spiel und die zwei Sitze, die wirklich unten drunter super versteckt sind. Ja, ganz toll. Also wichtig ist auch in der Klasse, ich habe natürlich eine Fahrradtür hier an der Seite. Das Ganze hat natürlich die Zuziehsysteme, die sehr, sehr leicht zu verdunkeln sind. Ich kann hier öffnen an der Mautstelle. Guck mal hier, Steffi, da links. Was drin ist. Und das geht auch magnetisch zu. Das heißt, ich muss nichts große Angst haben, dass was abbricht. Genau, richtig. Wir haben hier wirklich einen Magnetverschluss sozusagen, wo er später sich packt. Und genau das gleiche Prinzip haben wir natürlich auch an den jeweiligen Seitenfenster, die noch zusätzlich dabei sind. Und dann haben wir natürlich noch als Frontremi, könnte man auch optional jederzeit mit dazu bestellen, entweder manuell oder elektrisch zum Runterfahren. Und was hier drin? Hier haben wir jetzt eine elektrische Frontverdunkelung, die per Knopfdruck sich selbst justiert und runterfahren würde. Ja, Weite deines Amtes. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das funktioniert. Und ich habe das Home zerstört. Zerstört hast du das nicht, so schnell geht das nicht. Ob das ein Zeichen ist, Steffi? Nein. Ich glaube, das hat schon der ein oder andere hier bestimmt mal umgeworfen. Oh, das ist schon häufiger passiert. Ne, das habe ich mir schon gedacht. So, und das MBUX-System bootet. Das ist das Multifunktionssystem. Hier ist alles integriert. Das bedeutet also nicht, dass es ein getrenntes System ist, sondern die sprechen sogar miteinander. Wenn zum Beispiel die Aufbautür geöffnet ist hinten, ja, dann wird es im Display angezeigt. Das ist ziemlich cool. Das habe ich gesehen. Und die Integration, die Mercedes-Benz bietet, ist wirklich im Mittendisplay, dass man Sachen vom Wohnmobil sieht und so weiter. Also schon ganz toll. Optisch, wie gefällt es dir? Ich persönlich finde es klasse, weil es einfach schön modern ist und auch wirklich was hermacht, gerade mit dem Hochglanz-Klavierlack und dann natürlich in Kombination mit dem schönen leuchtenden Bürstenlogo im Frontbereich haben wir ja einfach eine klasse Modernität, die Mercedes bietet. So, und du hast mal angeschmissen, was ist zu tun, um das Rolle runterzufahren? Geht es über Software oder? Nee, da haben wir jetzt sozusagen zwei verschiedene Knöpfe. Das wäre jetzt hier. Wahrscheinlich ist die Spannung. Kurz mal gucken, ob wir ihm noch Strom geben müssen, denn ich suche ganz verzweifelt mein Panel. Über den Fernseher? Über dem Fernseher mache ich mal gerade auf, drücken. Dann geben wir ihm mal ein bisschen Saft. Es funktioniert. Es funktioniert, läuft schon. Es läuft. Das übrigens, wo wir schon gerade dabei sind, hier ist das Bedienpanel von der Alde. Hier haben wir übrigens solche Funktionen, dass wenn man duscht und hat nur den 8-Liter-Tank, ich habe ja noch eine Alde Flow mit drin, kann man auch problemlos hier einfach auf heiß drehen, wenn man weiß, wann die Leute duschen wollen, und dann wird das Wasser enorm erhitzt, sodass also zwei Leute ganz bequem duschen können. Geht ja also hier mit, im Moment steht es auf 30 Grad, und hier unten kann ich dann einstellen, ob ich zum Beispiel 1 kW und so weiter, wie stark der Platz ist, an Unterstützung brauche. Das ist dazu. Hier sehe ich die Frischwasserstände und so weiter, das kennt man, integriert und natürlich weggeschlossen. So, du hast es gezeigt, ein Privacy Mode. Genau, richtig. Also das heißt, wir haben einmal links und rechts zwei verschiedene Knöpfe, um das System zu bedienen. Links einmal die Einstellung, wie wir es jetzt gerade sehen, dass es wirklich von oben nach unten fährt, und die rechte Seite bzw. der rechte Knopf ist dann sozusagen für die einzelne Justierung. Das heißt, wir können es auch einzeln justieren, nicht, dass es sich im kompletten hoch oder runter zieht. Das heißt, es könnte auch von unten nach oben fahren. Das ist gar kein Problem, wenn ich also nicht möchte, dass einer mir reinguckt. Ich will aber noch ein bisschen rausgucken, das geht. Genau, richtig, ja. Okay. Lederlenkrad, guck mal, wie schick das ist. Das ist doch PKW-Feeling, oder? Das hier. Ich habe das von hinten hier auch alles beobachtet, alles im Blick. Es ist richtig schick. So, bitte mal das Radio ganz leise machen, sonst gibt es gleich wieder Ärger. Ach, dankeschön. So ist es. Soundsystem ist mit drin. Guck mal hier, das Bürstner, Steffi. Oh je. Schnupfen? Entschuldigung, nee, kein Schnupfen. Ach so, das andere. Auch nicht. Auch nicht, sehr schön. Ist ja, man darf ja heute nicht mehr niesen. Nein, ja, man dann, darf gar nichts mehr.
Ist so. Ja, hier vorne Soundsystem ist mit drin. Da habt ihr auch drauf Wert gelegt, dass es auf der Höhe der Ohren ist, mit der Reflexionskante der Scheibe. Ganz wichtig für Navigationsanweisungen, weil oft sind ja die Lautsprecher unten wo im Fußraum. Du kannst irgendwie nichts verstehen. Habe ich ganz oft bei Fiat Ducato, sind die nur so angedeutet, nicht drin. Muss man dann nachrüsten. Hier ist es mit drin. Das klingt auch gut. Es klingt super gut. Also wir haben ja auch einen integrierten Subwoofer im Fahrzeug mit verbaut. Wenn man das Soundsystem Premium mitbestellt, dann hat man auch einen echt ordentlichen Klang, wenn man irgendwo steht und seinen Lieblingssong gerne hören möchte. Ist die hier mit drin, Premium? Ja, ist auch mit drin. Okay, volle Hütte haben wir schon drüber gesprochen. Das ist der Blick dann nach hinten, wie es da ist. Magst du mal, wir haben es vorher kurz geübt, damit auch ja nichts schief geht, den Sitz mal gerade umbauen? Ja, klar. Dann kannst du das der Steffi mal gerade erklären. Was ist zu tun? So, wenn wir den Sitz einmal umbauen möchten, dann haben wir einmal das obere Polster zu entfernen. Wir haben hier hinten einmal einen Klettverschluss, Habe ich gerade schon wo wir dann entdeckt. am besten immer vorsichtig mit der Hand es abziehen. So. Das gleiche Prinzip haben wir auch hier unten im unteren Bereich. Auch wieder 2 Klettverschlüsse sozusagen, die wir benutzen. Polster könnte ich in die Garage legen dann? Die Polster könnten wir optional auch in die Garage legen. Genau, richtig, ja. So, und hier haben wir dann sozusagen den Wundersitz drunter sitzen. Den Wundersitz. Der Wundersitz. Das heißt, wenn jetzt Schick. eine dritte Das oder war wirklich eine vierte Person mit möchte, dann wird sozusagen einmal der obere Teil hochgeklappt. Dann haben wir die Möglichkeit, den kompletten Rückenteil nach hinten zu flexibel zu stellen. Wir können sozusagen hiermit wieder die Rückenlehne bzw. Kopflehne arretieren. Und dann ist eigentlich noch zu guter Schluss der letzte Teil, da wo man später drauf sitzt. Der wird nach unten gedrückt. Ist übrigens kein günstiger Sitz. Es ist ein Sitz von Agouti, wer sich auskennt. Premium-Hersteller für Sitze. Also wenn einer Sitze bauen kann, der ist jetzt sehr steil. Kann man den ein Stück zurück machen, den Sitz? Den könnten wir auch ein bisschen variieren. Genau. Ein bisschen Lehne hier. So, und jetzt nachmachen, ne? Ja, das ist dann. Du, ich habe ja beide Hände voll. Ich muss das nicht machen. Ja. Steffi, jetzt nachmachen in der Hälfte der Zeit. Steffi, setz dich mal drauf und sag mal, wie es ist. Füße unten, kann ich das unten auch noch zusammenklappen? Genau. Wir haben hier sozusagen nochmal 2 Riegel, die sind hier hinter versteckt. Ganz wichtig, dass wir die natürlich lösen, dass wir hier nichts kaputt machen oder auch reißen. Und dann können wir den kompletten Teil hier entnehmen, verstauen, da wo gerade Platz ist. So, da sieht man sehr schön, dieser Sitz ist ein Teil des Fahrgestells. Das ist da also richtig am Metall dran, mit allem drum und dran. Und das ist auch ganz wichtig, also nicht auf der Sitzbank hinten sitzen, denn wenn es dann wirklich mal zum Unfall kommen könnte, kann ja immer mal passieren, ob man selbst schuld ist oder nicht. Da bin ich mit dem Fahrgestell verbunden. Das ist auch wirklich das Wichtigste. Tatsächlich, wenn man sich jetzt irgendwo anders hinsetzen würde oder auch seitlich zur Fahrtrichtung, dann ein Aufprall passiert, wo man natürlich nicht vom Schlimmsten ausgehen kann, aber wirklich relativ viel Schlimmes passieren. Da ist der Agouti-Sitz, der jetzt wirklich hier vernünftig in den Boden eingelassen worden ist, mit dem vernünftigen Gestell, stabil und robust, dass er auch jemanden schützt, wenn mal was passieren sollte. Da ist das Gurtschloss. Gerade Kinder, schnallt die Kinder an. Keine Experimente, kann ich immer nur sagen, denn Ich wäre dann bereit. so ein ans Wohnmobil. Meer zu fahren. Wohnmobil ist auch nur ein Auto und wenn mal irgendwas passiert, die Aufbauten sind natürlich nicht so stabil wie ein Stahlaufbau, der irgendwie drauf ist. Gut, so ist es. Aber hier habe ich viel Technik drin. Das heißt, ich habe hier eine Distronic drin. Die Mercedes-Fans werden es kennen. Ein, ich sag mal, computergesteuertes Messsystem, was die Geschwindigkeit von Vordermann misst und automatisch den Abstand hält, bei Notbremsen sogar selber bremst, die Spur hält. Also was will man noch mehr? Sicherheit. Vollkommen richtig, genau. Das tut es, das wird es tun und das ist natürlich als Supersicherheit gedacht, wenn man es wirklich mit einstellt. Gerade auf längeren Strecken, wo man vielleicht mal schneller müde wird oder unaufmerksamer wird, ist das System natürlich super zur Hilfe dabei. Ja, ihr habt einen Premium-Heki drin, das ist eigentlich auch ganz toll. Der Vorteil ist, ich muss nichts mehr kurbeln, es geht ruckzuck auf. Es ist sehr groß, ihr habt eine Dachklimaanlage drin, da kommen wir gleich mal drauf. Ja, wir bauen es mal kurz zurück, weil ganz viele möchten immer sehen, übrigens, hier siehst du auch die Heizung, wie die integriert ist, da ist sie nochmal. Also du hast immer warm und das heißt sogar die Sitzpolster sind bewärmt von unten. Ich glaube, es geht schneller, wenn du das machst. Wir haben ja hier noch einiges anzugucken. So kann man es auch. So kann man es auch machen, gell? Gut, jetzt muss man sagen, es ist ja auch mal sein Job. Ich setze mich jetzt mal so hin. Bloß Das ist kaufe schön. ich- Ich setze mich jetzt hier hin und dann beobachte ich. Das ist schön. Ich finde es auch mal schön. Normalerweise mache ich das immer, aber ich bin nicht so fit wie du. Wenn du das Fahrzeug später verkaufst, dann musst du es irgendwann mal ausleihen. Dann kriege ich nochmal eine Einweisung, eine ganz persönliche. Das auf Aber jeden das wäre Fall. zum Beispiel ein Fahrzeug, wenn ich weiß, das sind so viele Assistenzsysteme, das gibt mir auch eine Sicherheit, muss ich sagen. Du kannst mit ihm reden, das funktioniert richtig gut.
Der Befehl zum Reden? Ist eigentlich nur sozusagen, hey, Navigationssystem oder ich möchte Radio Sunshine hören oder WDR 4 oder 1 Live in der Regel und dann hört das System schon. Warte mal, ich probiere das mal hier. Das ist, bei mir klappt das nie. Navigation. Ja. Ich drücke mal hier drauf. Ist drauf. Radio neue Favoriten, das da oben ist Sprachsteuerung. Sie können Ihr Fahrzeug jetzt wieder Bluetooth mit dem Gerät verbinden, meine Geräte. Du weißt, hast keine Ahnung, es wird funktionieren. Ich glaube es einfach mal. Ist ja von Mercedes, da muss es ja gehen. So. Ich habe meine Stimme noch nicht erkannt. Jetzt muss man sagen, allein das Fahrgestell hier, das kostet schon richtig Geld. Ich meine, das ist ein Teil des Preises, 149.000 Euro. Das muss man den Leuten erklären. Das ist jetzt, es ist eben kein Fiat Ducato drunter oder ein Renault Master oder nichts gegen die anderen. Das hier ist Mercedes-Benz. Der Mercedes ist klar gegenüber Fiat oder auch Citroën deutlich teurer im Fahrgestell oder auch im Grundpreis natürlich, bietet natürlich aber auch dementsprechend etwas, was man natürlich dann auch später erhält. Ja, Werterhalt, viele Leute nutzen ja solche Bürstner-Fahrzeuge, sag mal 10 Jahre ist nicht selten. Das ist definitiv nicht selten, also der Wertverhalt oder ich sage mal der Erhalt des Wertes ist relativ stabil bei den Bürstner Reisemobilen. Jeder kennt die Marke, jeder weiß, was für ein Produkt er hier bekommt. Und auch da ist natürlich der Preisverfall nicht allzu hoch. Selbstverständlich gibt es natürlich einen Preisverfall, das darf man nicht vergessen, aber wir bleiben hier bei stabilen Preisen. Wir haben gestern, das weißt du gar nicht, einen, ich glaube Pluto hieß der, ein Carthago, Opus haben wir gefilmt. Opus, so ja. auf Mercedes-Benz Sprinter, Baujahr 2008, ja. Und die Leute gucken wirklich bei mobile.de. Ganz viele gucken auf Mercedes-Benz, ja, und du kriegst viel mehr Geld später beim Wiederverkauf. Also das, was du jetzt mehr zahlst, kriegst du später zurück. Weil es könnte ja mal sein, dass einer sagt, naja, 9 Meter hatte ich jetzt lang genug gefahren, ich will mal einen Kastenwagen haben, ich verkaufe den mal. Da sollte man vielleicht auch drauf achten. Die Leute suchen wirklich händeringend nach Mercedes-Benz. Habt ihr gebrauchte Mercedes-Benz hier, bis auf den einen vorne rechts? Selten, muss ich ganz offen gestehen. Wenn wir sie haben, sind sie relativ schnell weg. Gerade weil Mercedes natürlich gefragt ist und jeder weiß, was da drunter sitzt. Ne? Ja, viel Licht. Und das Thema Hubbett ist natürlich für den Platz ein bisschen einschränkend. Für Steffi gar kein Problem, weil wenn du mal gerade aufstehst, dass man mal sieht, du bist jetzt 1,60 Meter, sie hat jetzt überhaupt keine Einschränkungen. Wenn man natürlich 2 Meter... Vorne kann ich wirklich komplett stehen. Und mit Schuhen sogar jetzt. mit Schuhen. Wobei ich habe da gar kein Profil, ne? Oder kein große... Jeffy, wenn du mal gerade nach vorne gehst Ja, und mal so tust, dich mal gerade hinsetzt, was da zu tun ist, du musst ganz leicht einen Kopf anziehen? Nö. Also ich bin 1,75, nee, Entschuldigung, 1,78, mein Fehler. Und ich kann hier problemlos noch stehen, leichte Kopfneigung, aber es wird mich jetzt persönlich nicht stören, da ich im Frontbereich natürlich überwiegend sitze bei der Fahrt oder auch abends, wenn ich hier gemütlich sitze. Und ansonsten ab hier habe ich wirklich kein Stehproblem. Ja, ihr habt euch für ein elektrisches Hubbett entschieden. Sicherheit geht vor. 2 Gurtschlösser sind mit drin. Das Ganze ist nochmal zusätzlich mit Gurten gesichert. Und ihr bereitet mal kurz was vor. Was ist vorzubereiten? Wenn wir das Hubbett nutzen möchten, müssen wir einmal die jeweiligen Rückenlehnen der vorderen Sitze einmal nach vorne wegklappen. Da haben wir an der Seite einen kleinen Griff. Dreht relativ Schön, schnell. das macht. Also nichts drehen. Ich drehe nur den Griff. Die kommen denn? Die kommen sozusagen, also sobald ich den Griff drehe, kommen sie von selbst mir entgegen. Natürlich muss ich zum Schluss noch ein bisschen gegendrücken. Hier echtes Leder. Ist hier echt Leder, ja. Echt Leder. Da vorne, wenn wir es gerade schon geöffnet haben, zeige ich mal die Ablagen, wo ich dann im Tagesbetrieb, wenn ich stehe, dann Sachen ablegen kann. Unten noch große Fächer, große Lautsprecher. Subwoofer hast du schon erwähnt. Genau, richtig, ja. Toll. So, und jetzt könnte man runterlassen. Das ist übrigens einer der ganz großen Hubbett-Hersteller. Hier hat man mit Lippert natürlich den Marktführer gewählt für Hubbetten. Keine Kompromisse. Licht ist integriert. Bin mal gespannt, ob es ausgeht. Runterfahren? Ja, bitte. Ja, alles klar. Das Licht, ja, das geht wahrscheinlich aus, oder? Oder nee, Auch nicht. Nee. Hat wahrscheinlich so ein flexibles Kabel. Ne, jetzt ist aus. Jetzt ist aus. So immer so eine Endabschaltung drin. Oft sind ja die Hubbetten, weißt du, was mir gefällt? Dass dieser Balk hier nicht drin ist außenrum, dieser Textilbalk. Das ist so, weil du hast ja eh die Verdunklung mit drin, ja. Der Balk ist mit drin, das macht so ein bisschen cleaner, aber jetzt, ich bin ganz oft am Meer,
ganz ehrlich. Und dann stehst du nach vorne, dann zum Meer. Und du willst liegen und einfach nur mal rausgucken. Und dann mache ich diesen Balk ab. Das ist eine Höllenarbeit, ja. Dann zum Waschen abmachen und so weiter. Und den hast du endlich mal hier nicht. Hier ist es wirklich schön verkleidet, auch wirklich mit nützlichen, guten Sachen wie Staufächer oberhalb, rechts, links, USB-Steckdosen, Lichtschalter oder natürlich auch wieder die schöne Dockingstation für die Raumlight. Also hier haben wir natürlich die volle Breite, volle Höhe schön genutzt und haben natürlich jederzeit die Möglichkeit rechts, links, geradeaus oder auch nach hinten natürlich rauszuschauen. Genau. Ja, das Ganze ist auch hier mit Gurten gesichert, liegt ja nochmal auf. Ja, du musst leider hoch, Steffi. Ich muss hoch? Mhm. Leiter ist dabei. Leiter hätten wir auch dabei, ja. So, Rausfallschutz. Und die Leiter ist irgendwo anders. Kann ich nach vorne rausfallen, theoretisch? Oder ist da nicht mehr viel Platz? Ist eigentlich nicht mehr so viel Platz, dass da ein Körper, sag ich jetzt mal, rausfallen könnte. Nein, das nicht. Ich denke immer an so kleine Kinder, die irgendwie kommen. Weil die Leute sagen immer, du bist immer so unkritisch. Wenn die Jalousie zu ist, komme ich nicht mehr vorbei. Das sehe ich jetzt gerade. Wahrscheinlich ist sie auch zu. Aber wir können ja gleich mal gucken. Vielleicht kann sie, aber ist kein Schloss dabei. Das heißt also, für den Rausfallschutz wäre dann ja... Na, das gucken wir uns gleich mal an. So, Steffi. Das liebe ich so. Die Leute beschweren sich immer, ja. Du nimmst nur Models mit, die nur 1,60 Meter sind. Ja, wie will ich denn wissen, wenn ich 3 Meter lang bin, dass es passt, ja. Hast kaputt gemacht, Steffi? Nein, Nein. ich habe gar nichts kaputt. Das ist eine kleine Abdeckung, die rausguckt. Die müssten wir gleich wieder zurechtdrücken, ja. Das ist aber, da ist nichts kaputt. Ja, ja. So, USB. Sehr, sehr bequem. Bitte was? Ich sag mal, USB. USB ist mit drin. Oben hast du 2 Leselampen. Genau, richtig. Aber hier kann wirklich niemand rausfallen. Geht nicht. Nee. Ja, doch so ein Kleinkind. Oder? Moment. Nein, nein. Ist so. Hubstützenanlage, optional. Wäre optional auch bei dem Fahrzeug zu verbauen, ja. Ist möglich. Ganz viele Leute probieren es erstmal ohne, aber dein Tipp ist, wenn man die 35.000 Euro noch hat, Aufpreis, nee, ist gar nicht so teuer. Kostet 5. Deutlich preiswert, also wir liegen da irgendwo zwischen 5 bis 7, je nach Hersteller, der verbaut wird. Wenn es übrig ist, würde ich es natürlich deutlich empfehlen, gerade auf verschiedenen Gefällen, wo wir stehen, können wir natürlich super bei dem großen Fahrzeug ausgleichen, dass es immer schön geradlinig steht. Damit das eigentlich aus der Pfanne fällt. Wenn ich jetzt hier liege und gucke so raus, die Sonne scheint, das ist so schön. Gefällt's dir? Total. Ja, man kann ja auch das Ganze noch höher fahren, oder? Schau mal kurz. Das heißt, Wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, oben jetzt die Jalousie, geht die noch einen Ticken höher oder ist das Anschlag gewesen? Die könnten wir komplett noch hochfahren, so dass wir sie gar nicht mehr sehen. Tatsächlich habe ich jetzt eben nur Stopp gemacht, sozusagen, da war weiter. Okay, das heißt, ich könnte noch weiter rausgucken, die da ist. So ist es. Ja, ansonsten Auffahrkeile kann man ja auch machen. Also ist so. Wenn du jetzt so ein Fahrzeug kaufst, empfiehlst du ja den Leuten erstmal das so mal zu nutzen, wie es jetzt hier kommt. Ist das komplett einsatzbereit? Das heißt also auf Wunsch kriegen die Leute auch eine Wasserfüllung hier, sie kriegen das Klo vorbereitet, die machen bei der Übergabe alles. Die Übergabe dauert wie lange? In der Regel bis zu 2 Stunden. Natürlich je nachdem, was verbaut ist, kann es natürlich auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sprich, um mehr Geräte, die wir erklären oder zu erklären haben, kann es natürlich ein bisschen mehr dauern. Aber die Überweisung wird vom schriftlichen Teil bis zum Endpunkt, wo der Kunde danach genau weiß, wie er sein Fahrzeug vernünftig nutzen kann, an, ausschalten, Toilette, Wasserversorgung, Gasflaschen, komplett erklärt. Aha. So, es ist so viel, was wir noch zeigen müssen. Komm, wir geben mal Gas. Steffi, komm mal runter. Ja. Das Schöne ist, man kann, wenn man so sportlich ist wie Steffi, auch problemlos wirklich ohne Leiter hochsteigen. Ja. Das geht. Einfach nur ein bisschen, also gerade die Kids, die würden da wahrscheinlich drauf liegen. Dann, ja, großes Thema ist ja Küche. Ihr habt euch für ein ganz tolles Feld entschieden, sieht man immer öfter. Das Tedford mit Induktion und Gas. Genau, richtig, ja. Das macht wirklich hier in der Küche, sag ich persönlich, einen echt geilen Eindruck. Ja. Sieht auch richtig schick aus. Sieht aus wie in so einer Profiküche mit drin. Und man kann es sehr leicht reinigen. Dann ist natürlich Induktion extrem schnell. Ich habe den Vorteil von beiden Welten. Und ich habe natürlich eine Piezo-Zündung. Das heißt, ich brauche nicht mit dem Feuerzeug rumlaufen. Das ist in der Klasse normal. Sag mal, ist das hier die Lampe, die hier drin steckt? Ist das diese? Das ist auch die Homelight, ja. Das ist auch die Homelight. Und die ist unmagnetisch, hält die. Genau, richtig. Ja. Und die wird auch so aufgeladen über die Funktion? Die wird auch genau so aufgeladen. Einfach nur dran stecken und sobald Strom am Fahrzeug ist, lädt die Lampe von selbst. Was es alles gibt. Also ich muss ehrlich sagen, umparken im Kopf war ja früher der Spruch von Opel. Und da muss man bei Bürstner ganz klar sagen, umparken im Kopf. Also das ist nicht mehr das Bürstner, was ich noch kenne von vor 2 Jahren. Das ist Luxus hier.
Bürstner hat hier definitiv den Luxus geschafft und das sieht man hier auch bei den Elementen, die wir hier mit drin haben. Also hier haben wir nicht nur eine geile Küchenzeile, sondern auch einen Bombenkühlschrank, schöne Raumaufteilung. Also wirklich sehr viel. Wahnsinn, drücken. So. Ah ja. Das ist so, wenn die... Oh, die sind aber auch richtig massiv. Wow. Ja gut, du hast den Vorteil natürlich bei der Zuladung, du hast ja 1 Tonne Zuladung, du hast ja Doppelachse hinten drauf, also das ist, du brauchst hier nicht auf jedes Gramm sparen, das merkst du auch, oder? Das merkt man definitiv, ja. Und auch gerade mit den Möbelfronten, wie schon angemerkt, da haben wir eine super Wertigkeit, eine wirklich schöne Dicke, wo man auch, wenn man es in die Hand nimmt, auch sagt, boah, wow, das ist... Ja, das habe ich jetzt auch sofort gedacht, also man merkt es einfach. Du siehst auch keinen Fingerabdruck, also das Weiße, dieses Hochglanz sieht zwar erstmal so schwer zu reinigen aus, Guck mal, aber es hier ist... so ein kleines, schönes Apothekerchen. Apothekerschränkchen. Das finde ich auch sehr schick. Man Zeig kann mal. Zumachen für die Kaffeemaschine. Ja, man kann es hier so ein bisschen schieben, je nachdem. Und hier ist dann auch nochmal... Da passt nämlich genau diese kleine Nespresso rein, die schwarze, die ich auch habe. Ja. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, machst du einfach zu. Das klackt auch so zu, wenn du zumachst? Ja, genau, das wollte ich wissen. Das wolltest du hören. Ja, mir Das geht es immer so, Geräusch. das Haptische, du kennst die Männer, die wollen die Türen auf und zu machen, da darf nichts klappern. Das ist hier der Fall. Die Männer wollen alles. Hier ist nochmal so ein Apothekerschrank. Da ist noch ein Apotheker. Hier jetzt ganz tiefe Schubladen. Ja. So eine Doppelschublade ist wahrscheinlich auch diesem Kochfeld geschuldet, so ein kleines bisschen, das trägt ein bisschen auf. Hier ist die Kassette, ist im hochwertigen Möbelbau für zu Hause, Küchenbau für zu Hause Standard. Also mit diesen Schubladen hier jetzt auch. Das ist ja Möbelbau wie zu Hause fast. So kann man es genau vergleichen, auf jeden Fall. Großer Schrank, guck mal hier. Sehr groß, wow. Das heißt, hier kannst du richtig Töpfe dann Ja, und draufstellen. guck mal, was ist da drin? Das muss ich jetzt auch mal aufmachen. Das ist meistens ein Servicefach, aber könnte auch Jack in der, naja, Ah ja. genau, ein Servicefach hier drin. So, Schränke, 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 eine Tel Air. Sieht man ganz selten. Eine ganz beliebte Klimaanlage, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, es ist immer Truma oder Dometic. Nee, es kann auch Tel Air sein. Das kann auch Tel Air sein, ja. Also Bürstner bietet hier vom Werk aus die Tel Air an. Kann natürlich auch Truma oder Dometic sein, wird natürlich häufig nachträglich verbaut. Aber hier haben wir auch wirklich eine sehr gute Dachklimaanlage von Tel Air mit drin. Kann man auch ohne kaufen, würdest du schon empfehlen, weil ich sag mal, es ist eine Option wieder mehr. Also wenn es mal wirklich kalt ist oder es ist ganz warmes oder es ist feucht. Du kennst das selber, weißt du, so feuchte Wärme, Schwüle. Du kannst nicht pennen. Gibt's hier nicht. Also ich würde sie von vornherein, wenn direkt mitbestellen, ist natürlich deutlich kostengünstiger, wenn wir sie direkt mit einbauen, kriegt einen vernünftigen Platz, vernünftig eingebaut und erfüllt natürlich später echt ihren Zweck. So, hier ist noch eine Öffnung. Kann die irgendwas oder ist es nur Design? Der Knopf da? Ja. Der da? Ja. Ah, guck mal hier. Deine Weinflaschen. Meine Weinflaschen. Wonderful. Steffi trinkt gerne Wein. trinke gerne. Kein Geheimnis. Nee, wirklich, ab und zu mal Wein trinken ist ja nichts Schlimmes. Außerdem ist das ja eher ein Hobby wie Genuss. Das ist Genuss. Ist Genuss. Das ist Genuss. Aber du Es weißt ja ist Genuss selber, und Hobby, würde ich sagen. Das ist beides. es klappert auch nichts, weil du hast eben gesehen, die Weinfächer, die waren mit so einem Gummi noch ummantelt. So auch beidseitig zu öffnen. Es soll jetzt nicht so aussehen, als ob Steffi irgendwie zu viel Wein trinkt. Also das ist so, Nein, nein, nein. Ich bin ein absoluter Genusstrinker und das ist so auch 1, 2 nicht Flaschen schlimm. am Abend. Ja. Kann man mal schauen. Ich nehme es zurück. Der Kühlschrank ist schon jetzt eine Legende und gibt es auch als Kompressor auf Wunsch, so ist es. Aber der ist jetzt AES, möchten auch ganz viele, denn das heißt, er läuft dann über Gas. Und dieses, ich sag mal, dass die Kühlschränke schlecht kühlen bei hohen Temperaturen, das hat Dometic stark verbessert. Also das war früher so, dass du es richtig gemerkt hast. Heute, wenn du nicht die ganze Nacht eine Tür auflässt, merkst du es gar nicht mehr. Oder kaum noch. Vollkommen richtig, ja, kann ich nur zustimmen. War früher also viel schlimmer. Ich hatte mal einen Wohnwagen, ich weiß gar nicht mal, war es ein Dometic oder irgendwas, und der hat den wirklich, wenn es heiß war, schlecht gekühlt. Aber das ist, hat sich wirklich stark verbessert. Ich Ja. muss euch jetzt was zeigen. Dein Wohnzimmer. Nee, ich habe gerade hier diese Tür aufgemacht und habe gedacht so, wow. Wirklich. Echt, wow. Ja, wirklich wow. Erstmal der Spiegel ist natürlich mega, schön groß. Aber jetzt pass auf, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ach,
du kannst die ganze auf. Raumbad. Entschuldigung. Nein, Jeffrey, das wollte ich alles nicht. gut. Entschuldigung. Bleib Ich wollte nicht so die Tür, aber ich finde guck mal bitte, das ist doch wie so ein richtig, das ist doch toll, oder? das ist ja, Jeffrey, Ja? das ist ja auch die neue Toilette, die hier drin ist. Das heißt, die mit dem 50-Liter-Tank. Sag mal, ist das nicht ein Segen für Leute, die dauernd diese Kassetten geschleppt haben? Das, ich sag mal, wird ja dann abgepumpt. Das wird abgelassen in Schwarz. Ich fahre dann mit dem Auto hin, richtig? Genau, richtig. Also wir fahren zu der jeweiligen Stelle, wo wir es ablassen dürfen. Haben dann, Wie beim großen Liner. genau richtig, haben dann sozusagen auf der Fahrerseite hinten den Schlauch sozusagen, das Ablassventil, den wir rausziehen und rausdrehen können, wo dann nur ein Knopf gedrückt wird sozusagen und können es dann über die jeweilige Stelle ablassen. Toll ist auch natürlich das Gewicht. 50 Liter sind 50 Kilo oder vielleicht ein bisschen mehr mit Fäkalien. Bei einem Schwarzwassertank von 200 Liter also wieder 200. Gut, der hält dann vielleicht noch ein bisschen länger, aber also das ist das, was viele gesucht haben. Also die Kassette hat die Leute genervt. Das hier ist eine tolle Lösung. Was sagen die Leute eigentlich dazu? Ich meine, du berätst ja öfter mal. Dass es ein super geiles System ist, fragen schon, ob es nachträglich verbaut werden kann in verschiedene andere Modelle natürlich. Es geht sogar, habe ich gehört. Also es ist Aufwand, aber es geht. Mit Aufwand verbunden, vollkommen richtig. Und es geht natürlich auch, je nachdem wie das Platzverhältnis natürlich auch im Fahrzeug ist, müssen wir natürlich auch da schauen, ob es da möglich ist. So, Steffi hat viel Platz, aber Viel Platz, auch hier hat man viel Platz in den Schränken. Gibt es da nicht einen Spruch, ich habe eine Ananas getragen, irgendwo, bei irgendeinem Film, ich glaube Dirty Dancing war es. Guck, die Schubladen oder die Schranktiefe, kann man auf jeden Fall viel verstauen. Und das finde ich ja auch schön. Also So, und du das hast ist jetzt wirklich einen großen Spiegel, wo man sich schminken kann und auch zwei Leute sich gleichzeitig irgendwie im Spiegel anschauen können, frisieren, schminken, wie auch immer. das heißt, wenn du jetzt eine Freundin hast, die schminkt euch zusammen für die Disco abends. Ja, oder auch der Partner will sich die Haare stylen oder sonst irgendwas, ist ja ein großer Spiegel auf der anderen Seite. Ja. Oder auch hier, also man hat hier echt viel Platz. Ja, vor ganz langer Zeit gab es ja mal die Möglichkeit rauszugehen. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern? Da gab es sowas wie Theater, Schwimmbad und Disco. Ist so, aber ich denke mal, auch im Campingplatz möchte man ja abends, wenn man die Speisen abholen geht. Ich finde auch wichtig, dass man sich für seinen Partner immer noch schick macht und sich nicht Gehen lässt. So wie ich. zum Beispiel. Ja, toll. An meinem Geburtstag. Ja, Fußboden haben wir gar nicht drauf. Das ist so eine Längsoptik, macht einen sehr langen, ist so eine Art Schiffsboden, aber man hat sich hier für grau entschieden. Also die Zusammenstellung dunkles Holz, weiß, nichts erdrückend, ganz auflockernd. Gut, was die Leute vielleicht in 20 Jahren drüber denken, ist eine andere Sache, aber totschick, also richtig designermäßig. Klar, Geschmäcker sind natürlich verschieden, wie es in den nächsten Jahren ist, aber man sieht es natürlich auch wirklich hier. Schönes Marmoroptik in schwarz, wir haben einen schönen hellen Boden, wir haben leichte braune, warme Farben. Also man hat hier nicht wirklich diese erdrückenden Farben, ne, wo man reingeht und denkt, der Raum ist klein oder drückt mich. Wir haben hier wirklich sehr viel unterteilt, was wirklich ein super guter Mischmasch ist, sage ich jetzt mal, im Fahrzeug, was natürlich Wärme, aber auch ein bisschen Kühlheit verstrahlt vom Empfinden her. Ich finde, dadurch wirkt es auch groß. Also dadurch, dass es so hell ist, wirkt es einfach clean und groß und man hat viel Platz. Ich gehe mal ganz kurz in die Dusche rein. Wenn du die mal kurz mal aufmachst, habe ich ein bisschen mehr Hub zum Filmen. Auf die Dusche kommen wir gleich mal. Ich will mal auf eine Sache eingehen. Du hast tatsächlich einen getrennten Toilettenraum. Und bei ganz vielen, die wir jetzt gesehen haben, ist die Toilette zusammen mit der Dusche, mit allem drum und dran. Das wollen viele nicht. Also die sagen, ich möchte gerne alleine. Also du könntest so ein Riesenbad könntest du zum Beispiel in Italien oder Frankreich überhaupt nicht verkaufen. Die haben da gar keinen Bock drauf, aufs Klo zu gehen und die Frau ist da mit dabei und so. Das hat man hier schön gelöst. Das heißt, du kannst, wenn du willst, es offen lassen, dann ist alles integriert, aber Steffi kann dir einfach die Tür zumachen und schwuppdiwupp hat die Steffi ihr eigenes Toilettenhäuschen mit drin und das finde ich schon mal ganz toll. Das heißt also, ich meine, es ist ja auch eine Sache, egal wie gut man sich kennt, die einen wollen es nicht, dass dir jemand zuguckt, wenn du vielleicht Typ 2 machst, ja, und das ist gut gelöst. Du hast beides. Die Türen sind auch sehr massiv, also ich höre dich nur noch ganz leise, muss ich Oh komm, sagen. echt? Dann lass sie mal zu.
Ja, auch hier. Nee, wir gucken uns den Rest jetzt noch an. Komm, ganz schnell. Das finde ich nämlich auch richtig toll. Ein großes Waschbecken und ein extra Platz. Sonst hast du ja so kleine integrierte Waschbecken und hier hast du wirklich... Auch nicht, weißt du, so verspielt. Du kannst das leicht reinigen. Also ich glaube manchmal, wenn ich so Waschbecken sehe, die Leute haben es nie sauber gemacht, ja. Das ist, du hast hier eine einfache, es läuft überall ab, egal wie die Neigung von dem Fahrzeug ist. Man hat direkt dran gedacht, weil das Fahrzeug ist leicht nach vorne geneigt. Das ist so wegen der Vorderachse. Und dann hat man hier so eine geschwungene Form gewählt, dass das Wasser immer abfließen kann und man es gut reinigen kann. Vollkommen richtig, genau. Wir haben ja so eine leichte Keramikoptik, also wirklich eine sehr glatte Oberfläche, die wir hier haben. Das heißt, wenn das Wasser vernünftig abläuft, nur noch einmal nachwischen und schon haben wir auch keine Wassertropfen hinterher. Hier ist nichts hinter in den Spiegeln. Dafür habe ich große Schränke. Ich habe auch hier Auszüge mit drin. Bitte mal, Steffi. Wenn mal grad, ja, genau. Wenn du mal Tür zumachst oder so. Auch wieder sehr tiefe, schöne Schubladen. Gefällt mir gut. Ich stelle mir immer direkt vor, was ich alles so da reinstellen Steckdose, kann. guck mal hier, für den Föhn. Steckdosen hier oben oder elektrische Zahnbürste, Lockenwickler, Glätteeisen, ne? So was du auch so brauchst. Tja, all das brauche ich nicht. Vielleicht einen Lockenwickler, da bin ich ganz ehrlich. Hast du gesehen? Ich war zu schnell, ne? Selbstanziehend, wenn du so rein pushst. Ja, es ist schon schön gemacht. Und ich habe es eben schon erwähnt. Ach, du hast eine App. Genau, richtig. Also was wir noch vergessen hatten mit anzuwählen, ist tatsächlich bei dem Toiletten-Tedford-System haben wir einmal die Möglichkeit, oder was haben wir? Wir haben die Möglichkeit, ich mache mal kurz zu, ne? Sozusagen steuern wir oder können wir alles später über eine gewisse App von Tedford sozusagen hier als Übersicht bekommen. Mama, du kannst das Klo mit einer App steuern. Beziehungsweise es wird sozusagen darüber indirekt gesteuert. Ach, die Tankstände, das sehe ich, ob es bald leer wird. Da ist ja ein doofes Gefühl, du gehst aufs Klo, weißt gar nicht, ob es noch geht. Ja. Ja, schon ein bisschen doof. Vorteil natürlich per App, wirklich leicht per Bluetooth zu verbinden. Dann haben wir hier einmal die Tankfüllstände von unseren 3 Tanks. Die sind natürlich jetzt hier leer bei dem Ausstellungsstück, wo dann angezeigt wird, wie viel Prozent haben wir noch, und haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Kartuschen anzugucken. Der sagt dir sogar, wie lange es noch hält an Tagen. Vollkommen richtig, genau. Wir haben dann hier einmal die Kartuschenanzeige, die natürlich jetzt auch nicht drin sind, sehen aber, wie viele Tage haben jetzt diese Kartuschen noch, wie lange kann ich sie noch tatsächlich nutzen und wie viele Tage habe ich autark. Das heißt, eine Autarkzeit wird mir hier oben angegeben von knapp 7,5 Tagen und kann natürlich auch hier super mein Servicenetz rüber anrufen, wenn ich jetzt verbunden bin. Wenn mal was dran sein sollte, oder? Genau, richtig. Ja. Das Schöne ist auch, habe ich gesehen, diese Flaschen, du kennst ja diese Tintenkartuschen bei Tintendruckern mit Chip gesichert, dass man nur das sind normale Flaschen drin gewesen. Ich kann das wahrscheinlich auch einzeln nachkaufen, die werden auch nicht die Welt kosten, so kenne ich das. Das System wurde vorgestellt ja auf der Messe, die Leute haben in die Bude eingerannt. Das hier ist jetzt so eins der ersten Fahrzeuge, die ihr habt, die es jetzt verwendet, oder ist es das erste Moment? Ist das dritte tatsächlich, also wir haben schon 2 Kunden super glücklich machen können, beziehungsweise 3, ich muss mich korrigieren, mit diesem neuen Toilettensystem. Selbe Modell oder waren es andere? Waren einmal der 910er mit Einzelbetten und auch einmal mit Queensbett, also hier sind wirklich die Kunden glücklich oder zumindest mehr als zufrieden, auch natürlich mit dem neuen Toilettensystem. Steffi, komm mal rein! Denn es kommt noch besser. Du kannst also nicht nur auf der einen Seite dein Bad zumachen, auch hier hat man eine richtig große Schiebetür. Auch die ist gesichert. Nee, da ist eine Steffi-Sicherung dran, guck mal. Ja, war ein Scherz. Ah, eine Doppeltür. Boah, ist das schön hier mit dem Weiß. Und es klickt richtig zu, gell? Die klickt auf jeden Fall richtig zu, ja. Und die hält und ist natürlich auch schön dicht. Sag mal, das ist doch fast ein Luxusliner hier, wenn du guckst, so eine Ausstattung. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist wirklich luxuriös. Da müssen aber einige, wenn so Leute reinkommen, das hier sehen, haben vielleicht ihre Kaufentscheidung schon getroffen für ein anderes Modell, die kommen ins Grübeln, oder? Wenn die das hier gesehen haben. Das könnte definitiv passieren, ja. Der Eckschrank mit drin. Hier ist auch ein großer Schrank, den habe ich gerade schon entdeckt. Warte, ich zeige mal gerade, wie tief der ist. Riesig. Und bitteschön. Dann Echtglasdusche. Das ist natürlich toll, wenn du es reinigen möchtest. Oder ist das Plexiglas? Wir haben jetzt hier
sozusagen eine Plexiglasscheibe sitzen. Die sieht aus wie echt. Die sieht auf jeden Fall aus wie echt, ja. Und ist natürlich auch super gut freundlich zum Reinigen. Also ich sag mal, wenn ich in die Dusche reingehe, dann habe ich das Gefühl, als wäre ich wirklich in einem Luxushotel mit einer Marmor-Dekorplatte dahinter. Also ein echt klasse Badezimmer. Das ist aber ist kein Spielzeug, weil wir nicht unbedingt, wir haben Leichtbau, aber nicht Ultraleichtbau. Deswegen habt ihr auch Materialien verwendet, die lange halten können, die auch vielleicht einen Ticken schwerer sind. Und die Transportsicherung ist hier diese kleine Lasche dran? Genau, richtig. Das heißt, wir machen einmal die Tür zu, haben wir hier sozusagen die kleine Lasche, klacken die hier rüber und jetzt ist es wirklich bombendicht. Gut. Und das Schöne ist, guck mal hier, der Ablauf, das ist eine richtige Rinne, wie in so Designerbädern drin. Schick. Normalerweise verbringe ich so lange Zeit nur mit STX 24 Tonnen auf Actros-Basis, aber das hier ist echt Understatement. Von außen ein Bürstner, von innen, ich sag mal, eine Villa, so kann man schon sagen, eine Luxusvilla. Sehe ich genauso, kann ich nur zustimmen. Und ein schönes, großes Queensbett. Oh, jetzt ist auch eine Queen, muss man sagen. Dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Das ist aber sein Spruch normal. Dem kann ich jetzt nicht. Ja, es sind auch viele Dinge, weißt du, es klingt jetzt so, als hätte ich ein Werbevideo auswendig gelernt, aber wir sind echt überrascht, was wir schon alles gesehen haben. Gut, das ist jetzt auch gehobene Preisklasse, aber guck dir mal, Jeffrey, allein schon der Halter, die Integration, das ist doch nicht alles andere wie popelig. Das ist richtig toll. Das ist super gut integriert, weil wir natürlich hier mit den Kanten mitgehen. Also der sitzt nicht 0815 an der Wand dran, haben einen vernünftigen Novus Sky Halter dran, den wir vernünftig, wenn wir den Zieher runterziehen, ausschwenken können und in die verschiedenen Richtungen bewegen können. Also hier ist wirklich Stabilität hinter. Gott, ist da mal ein Fernseher dran. Das heißt, die Sachen kann ich machen. Ich habe ein Bett mit drin, ich habe 2 Kleiderschränke mit drin, das ist ganz wichtig. Die begehbar sind von der Seite. Ich muss hier nicht klettern groß. Hab Liegefläche, was ist das, 1,40? Circa, ja. Und du hast noch richtig Platz hier an der Seite, um Dinge abzulegen. Guck mal hier, da ist die Fußbodenheizung mit drin. Haben wir einen Schrank? Ja, Hier USB? unten USB, auch wichtig, um sein Handy zu laden. Oder auch ein Wecker. Es gibt ja. Und hier oben. Joffi, du müsstest die Klimaanlage mal anmachen, sonst schaltet sich gleich meine Kamera aus. Sei so lieb, ist kein Witz. Ja, klar. Wir machen jetzt. Geht's sie mal gerade holen? Oder vielleicht geht's ja an der Klimaanlage selber an? Nee. Fernbedienung, weil wir filmen jetzt seit 1 Stunde 19. Was? Ja, und es nimmt einfach kein Ende. Das war das längste Video, was wir jemals zusammen am Stück gemacht haben, Aber ich oder? weiß gar nicht, Es klar, ist ja wir haben uns draußen ein bisschen festgequatscht oder ich habe euch animiert, aber es gibt so viel zu erklären bei dem Auto. Du kommst nicht in einer Minute durch, das ist das Problem. Und Das finde ich auch schön mit der Marmoroptik. Ich habe in meinem Badezimmer auch Marmor. Und das So, mach ist mal auf wirklich, Vollgas. Wirklich echt. bin mal Dann gespannt. haben wir hier, das ist auch sehr, sehr schick. Und was ist das? Ist das die Grenze zum Ehepartner? Kann man die hier in die Mitte rein, oder was sind das? Nicht in die Mitte, die können wir rechts und links sozusagen reinstecken. Das heißt, wir haben so einen Ausfallschutz, dass man nicht ja. auskullert abends. Ja. Okay. Du kannst die links und rechts reinlegen, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder drin hast. Genau, Kinder, richtig. Ja. oder wenn man zu viel getrunken hat. Einmal muss ich das jetzt machen, ganz schnell, ganz schnell. So, die Warnung ist noch an, aber das ist jetzt der Rausfallschutz an der Seite. Das habe ich früher auch immer gehabt, ja, als ich 3 war. Schön. Aber kann ja sein, du hast Kinder drin hier hinten. Die schlafen hinten und die Eltern vorne im Hubbett, weil sie kuscheln wollen, noch mehr Platz brauchen. Oder jemand ist wirklich krank, könnte runterfallen. Also gibt ja genug Möglichkeiten. Mach mal hinten auf bitte, so ein Fach, das wir drin haben. Ich öffne mal derweil hier so ein Türchen, also mit auch wirklich einem großen Kleiderschrank mit drin. Der ist auch beleuchtet über einen Sensor und Batterien, die sind jetzt nicht eingelegt. Das heißt, man hat also eine dezentrale Beleuchtung, die sich automatisch einschaltet, wenn die Tür aufgeht. Schick gemacht. Guck mal hier, Steffi, da in der Ecke. Auf jeder Seite, ja, ist nochmal ein Schrank dabei. Das heißt also, jede Gerade schon geöffnet. Partei Hat seinen eigenen mit diesen Ladestationen nochmal mit drin. Also wo ich diese Lampen habe. Sind es da die Ladestationen? Und das sind nochmal Halter inklusive Ladestation. Also rechts ist, ich sag mal, silberfarbene ist die Docking Station, wo wir laden können. Und links können wir dann nochmal, wenn wir mehr Homelights haben, sie vernünftig per Magnetverschluss draufstellen, dass sie Bomben festhalten.
Ja, dann indirekte Beleuchtung überall. Ich habe hier diese RAV-Rollos mit drin, die auch ein kleines Vermögen normal kosten. Ist das eine Option oder sind die dabei? Die sind jetzt hier serienmäßig, haben natürlich einen coolen Vorteil, weil wir hier 2 Optionen nehmen können. Das heißt, wenn man jetzt sieht, wie sie gerade runtergehen, haben wir entweder die Option... kleinen Moment. Dass wir entweder die Option so einstellen können, dass wir es komplett verdunkeln. Blickdicht. Genau, richtig. Oder wirklich so lassen können, dass nur Minimallicht mit reinkommt. Jeffy, was du alles weißt, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Tolle Sache, oder? Also natürlich auch tolle Sachen, die Bürstner hier mit anbietet und verbaut. Und ich glaube, wenn man sich für das Produkt interessiert und echt Spaß an der Sache hat, das auch zu verkaufen und anzubieten, dann setzt man sich gut damit auseinander. Hätte ich auch richtig Spaß dran, muss ich Ja, wirklich sagen. also die Geschäftsführung von Bürstner, den Chef, den kennt ihr selber, hast du schon mal gesehen? Den Chef habe ich schon mal gesehen, den kennen wir auch persönlich, ja. Der Name heißt wie? Ha, Der jetzt so ad hoc, das wäre der Herr Kromer. der Chroma. So, der war schon öfter mal hier, muss man sagen. Seid ihr ein starker Bürstner-Partner für Bürstner? Ja, wir sind meiner Meinung nach definitiv ein starker Partner für Bürstner, ein langjähriger Partner mit Bürstner und verkaufen natürlich die Marke auch sehr gerne. Ersatzteile, wie sieht es damit aus? Wenn mal irgendwas kaputt geht, kann ja immer was passieren. Ich fahre irgendwo gegen, braucht dann 5 Jahre später noch irgendwas. Das geht? Kann Bürstner liefern? Das geht, ja. Also wir können hier wirklich bis 1990, 1992 zurückgehen, wo wir nach Ersatzteilen anfragen können und sogar noch Ersatzteile geliefert werden. Oder Also, bekommen können. liebe Zuschauer, vergesst alles, was ihr je bei Bürstner gelernt habt. Vielen Dank fürs Einschalten der Klimaanlage. Denn es ist zwar noch kalt draußen, hier ist noch ein Schränkchen mit drin. Wir müssen Schluss machen, denn Bleib hier. wir werden nämlich 1 Stunde 51, könnten noch stundenlang über dieses Auto sprechen. Ich verabschiede mich und Aber werde heute Nacht. ich glaube, eine Sache haben wir nicht gezeigt, das sind diese großen Schränke hier drin. Ah ja, nee, die haben wir nicht gezeigt. Die hast du dann auch noch mal hier drin, oben drüber noch mal. Ja, jetzt kommt's. Auch die Duschhöhe ist ja wohl ein Hammer. Das heißt, ich denke, die ist weit über 2 Meter. Das ist wirklich so. Also wenn ich jetzt hier stehe, ich bin 1,85, ist über 2 Meter. Also mindestens mal 2 Meter hoch. Und da fragen ja auch viele. Die Stehhöhe allein, Jeffy, wenn du dich mal gerade reinstellst, Ja, klar. dass man das mal sieht. Du bist 1,80, 1,82? Nee. 1,78 bin ich. Plus Schuhe bist du 1,80 ungefähr. Du hast die Schuhe im Moment an. Dürfte hinhauen, Mach mal gerade mit der Hand über deinen Kopf mal gerade, dass man mal sieht ungefähr die Freiheit. Also das ist noch da, das sind bestimmt noch mal 30 cm, also 2 Meter Durchgangshöhe im Wohnbereich. Im Schlafbereich ein bisschen kleiner, weil hier dann noch mal die Stufe mit dabei ist. Relativ barrierefrei, überall Doppelboden mit drin. Die kleinen, habe ich immer gelernt, sind Revisionsklappen. Ist das so? Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt Stauffächer besser gesagt. Wenn wir die jetzt öffnen, können wir hier wirklich Wow! alles Beliebiges reintun. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mal da mal reinfährst. Ist das, was wir von außen gesehen haben? Genau, richtig, ja. Mal so ganz leicht mit dem Fuß, bitte macht das nicht nach, aber er zeigt mal gerade, wie tief es da runter geht. Dass wir mal sehen, da kannst du also locker eine komplette Bierkiste, auch mehrere nebeneinander Getränkekisten reinstellen, das geht alles. Dafür ist der Platz auf jeden Fall super geeignet und da kommen wir auch super gut und flexibel ran. Das heißt, wenn wir es mal draußen vollgepackt haben, haben wir aber jetzt genau hier zentral das, was wir brauchen. Zack, Klappe auf, Gegenstand rausholen und schon haben wir es im Fahrzeug. Hier sieht man auch schön die Isolierung von dem Material, was gewählt ist. Das hier sind aber jetzt Revisionsklappen, die anderen? Da, wo du jetzt sozusagen stehst, da haben wir einmal die Energie hinter sitzen. Sprich, wir haben jetzt hier einmal, je nachdem welche Batterie mit bestellt wird. Da sind jetzt 2 AGMs drin, oder was ist das? Richtig, ja. Das sind 2x95 AGM, die wir jetzt hier mit verbaut haben. Haben natürlich auch noch Platz zusätzlich für eine dritte. Oder zum Beispiel auch Lithium-Batterien. Also da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Ihr habt euch ja ein ordentliches Schaut-Ladegerät, also ein Kombigerät dann mit angeschafft. Solar ist hier drauf auf dem? Solar ist jetzt hier noch nicht mit drauf, könnte man aber jederzeit optional nachrüsten. Also ob Ändert sich auch laufend, ist auch problemlos nachrüstbar. Aufwand, 1-2 Tage hier lassen? Ja, das kommt gut hin. Ja. So, das macht ihr auch. Ihr habt eine Werkstatt, könnt erweitern? Genau, richtig. Ja. Also wir können nachträgliche Einbauten durchführen von Luftfederung, hydraulische Rücksitzanlage, Solar, Satt. Also eigentlich alles, was man so möchte, was natürlich möglich ist, können wir hier auch realisieren. So, das hier kenne ich von der Zuganzeige der Deutschen Bundesbahn, die Orientation. Aber nein, man kann den Fernseher drehen. Zeig mal bitte, wie das geht. Das ist jetzt die Stauposition. Wenn du ihn mal gerade ganz einklappst, dass man einmal sieht, da ist das Netzteil noch dahinter. Das kommt dann runter. Dann wird es eingeklappt und dann ist das fast wie so ein Bild hier drin.
Ist es jetzt richtig verriegelt? Schau mal Der kurz. ist jetzt richtig verriegelt. Richtig das verriegelt? heißt, wenn ich rein oder raus gehe, könnte ich jetzt nicht mehr hier rankommen, außer ich komme natürlich aus Versehen mit meinen Ellenbogen raus, wenn ich ihn rausstrecke. Aber ansonsten ist er wie eine Einheit mit der Seitenwand. So, und das ist tatsächlich jetzt ein Fernseher, das ist kein Bild, was drauf gedrückt ist, Riesenauflösung, 32 Zoll. Ja, nimm ihn mal raus und zeig mal gerade, wie man ihn dann ausfährt. Wir haben hier hinter einmal einen kleinen Hebel. Ja, Das heißt, wenn er richtig arretiert ist, wird der gleich nochmal gezogen. Dann können wir die Entriegelung, dann können wir den Fernseher erstmal allgemein rausnehmen. Das Drehen, beziehungsweise den Fernseher zu drehen, das ist relativ einfach. Und dann können wir ihn jetzt so positionieren, wie wir ihn gerade brauchen. so, und hier unten ist noch ein Schuhfach, nehme ich an. Genau. Ah, schön, das habe ich nicht. Ein Schuhfach. Ich habe ein Riesenauto und kein Schuhfach. Das ist so. Ja, ich habe eins, aber da komme ich irgendwie nicht ran. Immer stehen die Schuhe rum. Vielleicht, das ist so. Das ist aufgeräumt. Du kommst rein und das ist aufgeräumt. Alles hintergrundbeleuchtet. Oh. Tolles Auto. Also ich bin stolz auf dich. Also du hast ja gar nicht gebaut. Aber der Also da kann man eher stolz auf Bürstner sein, was die hier Geiles gemacht haben. Ist made in Germany. Made in Germany, komplett. Wird hier in Deutschland gebaut. Wird hier in Deutschland gebaut, ja. Für alle Fans von Made in Germany, das ist hier drin. So, jetzt wirklich ab. Komm, wir müssen. Fliegenschutz ist natürlich mit drin. Wir sind bei Palmowski in Good Old Bielefeld. Hier haben den Elegance i900, war es Elegance? Die Modellbezeichnung gerade nochmal? Elegance i920G haben wir i920G wie Gustav. Du bist der Jeffrey, warte, ich filme mal gerade dein Schild ab, Biermann. Jeffrey Biermann und hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Er kennt sich saugut aus. Mega gut und er erklärt das so schön. Ganz sympathisch. Vielen Dank. So, ich hab dir zu Beginn gesagt, opfere die Zeit. Wir zeigen mal den Leuten intensiv das Fahrzeug. Viele Dinge, die wir heute gezeigt haben, gelten für alle Bürstner, muss man sagen, sind ähnlich in dieser Luxusklasse eingebaut. Es gibt das Fahrzeug in verschiedenen Längen. Den Elegance nur in einer Einheitslänge und das wäre die 8,91 Meter, egal ob Queensbett oder Einzelbett. Du hast eben was erwähnt, dass diese Anlage, die Toilettenanlage noch in 2 anderen drin war. Da hast du eine Zahl genannt. Welche waren das? Das war jetzt zweimal der 910G und einmal der 920G. Also die Kunden, die wir bereits schon glücklich machen konnten mit dem Elegance, ist bis dato aber der einzige bei Bürstner, der momentan noch das Toiletten-Tedford-System hat. Und der 910, wie lang ist der? Der ist auch 8,91 Meter. Okay, das war das Vorgängermodell, oder? Ist das identische Modell. Es gibt das in 2 Ausführungen, Einzelbett-Version oder wirklich die Queensbett-Version. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, der 910 ist die Einzelbett und wir haben hier die Queensbett-Version. Genau, richtig. Länge ist genau, das Gewicht wahrscheinlich auch ähnlich. Genau, richtig. Passt alles. Aber die technischen Daten zeige ich euch nochmal. Palmowski in Bielefeld, der weiteste Weg lohnt sich. Und ganz viele Videos haben wir heute gedreht. Der Elegance i920G. Das sind die Maße, könnt ihr in 4K dann einfach mal abrufen. Ich schreibe es aber nochmal in die Videobeschreibung rein. Und lasst uns doch bitte mal ein Abo da. Und gerne auch mal den Like für den Joffrey. Und wenn irgendjemand das Wort definitiv gezählt hat, dann werde ich den Kommentar löschen. Denn du hast das nicht verdient, du machst das saugut. Vielen Dank. Also ich glaube und ich hoffe, dass es heute nicht ganz so häufig vorgekommen ist. Gar nicht, nee, ist so. Aber ich glaube, das Schlimme Ich ist, habe mitgezählt. Nein, Quatsch. Nee, war wirklich nicht. War super. aber das Schlimme ist, man merkt es nicht. Also wenn du nicht, und das ist wie so andere Sachen, wenn du darauf aufmerksam gemacht hast, oh, dann merkst du es erstmal auch nicht und dann guckst du das Video an. Du warst schon erschrocken manchmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Also klar, die Nervosität spielt ja natürlich mit. Also man macht nicht alltäglich diese Videos, wo man ein Fahrzeug so präsentiert. Definitiv. Definitiv. Tschüss.